begrüße euch ganz herzlich zum 99. Vortrag zur Apokalypse. Also bald haben wir den 100er. Und es gibt zum Einstieg den 49. Wochenspruch. Ich fühle Kraft des Weltenseins, so spricht Gedankenklarheit, gedenkend eigenen Geistes wachsen in finstern Winternächten, und neigt dem nahen Weltentage des innern Hoffnungsstrahlen. Also, wir fühlen jetzt so, oder es besteht die Möglichkeit zu fühlen, die Kraft des Weltenseins. Also das, was uns aus der Welt jetzt mit dem Licht, mit der Natur, mit der erwachenden Natur entgegenkommt. Und wir können es in Gedankenklarheit erfassen, weil wir ja hoffentlich ein bisschen in den finsteren Winternächten unsere innere geistige Kraft, unser inneres geistiges Licht gestärkt haben, entzündet haben, wieder angefacht haben. Und diese innere Kraft kommt dem jetzt entgegen, was von außen kommt. Also das heißt, unser Eigendenken kommt entgegen dem Weltendenken. Das ist ja so ein Grundprinzip, dass wir das, was uns umgibt in der Welt, nur erfassen können, wenn wir eine entsprechende seelisch-geistige Aktivität dem entgegenschicken. Also nur eine Seite für sich ist gar nichts, sondern es muss immer das Äußere begegnen dem Inneren oder umgekehrt. Und es hängt eben sehr stark davon ab, wie aktiv ich innerlich, seelisch, geistig bin. Danach bestimmt sich im Grunde das, was ich wahrnehme, von der Sinneswahrnehmung angefangen bis zu allem, was auch seelisch und geistig uns umgibt. Im Grunde ist der Unterschied nur der, dass je stärker die eigene geistige Aktivität wird, desto mehr nehme ich über das Sinnliche hinaus auch das Nicht-Sinnliche wahr. Und dann kann ich also aus dem Inneren die Hoffnungsstrahlen sozusagen entgegenschicken, dem also die Hoffnung hier auch immer mehr erkennen zu können und daher dann auch, wie soll ich sagen, mit mehr Bewusstsein tätig zu werden in der Welt, wissend tätig zu werden in der Welt draußen. Weil das Wichtige ist ja immer geistige Wahrnehmung, noch viel mehr als die Sinneswahrnehmung bedeutet tätig werden in der Welt. Also nur geistige Welt anschauen ist gar nichts im Grunde, das ist völlig wertlos. Sondern es ist verbunden mit einer Aufgabe, die ich erfüllen kann, mit meiner geistigen Kraft. Das ist ja immer eine Aufforderung und ich lese es jetzt einfach noch einmal, bevor ich dann sogar ein bisschen anknüpfen werde daran. Ich fühle Kraft des Weltenseins, so spricht Gedankenklarheit, gedenkend eigenen Geistes wachsen in finstern Weltennächten und neigt dem nahen Weltentage des innern Hoffnungsstrahlen. Naja, und solche Hoffnungsstrahlen brauchen wir in unserer Zeit, habe ich den Eindruck, ziemlich viele, weil die Weltsituation schaut ja nicht so gut aus. Wir gehen im Moment also durch eine Dauerkrise durch, könnte man sagen. Also es ist eine Umbruchszeit und es geht im Grunde Schlag auf Schlag. Wir haben kaum noch bewältigt die ganze Corona-Geschichte, die die Welt in Atem gehalten hat oder außer Atem, wie man es nimmt. Wenn die Maske vom Gesicht ist, ist man eher außer Atem. Aber etwas, was die ganze Welt ergriffen hat im Grunde und ein zum allergrößten Teil geistiges Phänomen ist, am allerwenigsten ein äußeres physisches Phänomen. Ich meine, der arme Virus, sage ich mal, das arme Virus, wenn man es wissenschaftlich ausdrücken will, ändert aber auch nicht viel an der Sache, ist eigentlich ziemlich unschuldig an dem, was daraus gemacht wurde. Das muss man also ganz deutlich sagen. Also der größte Teil, ich sage einmal 95% der ganzen Geschichte, ist der geistige Umgang mit dieser Erscheinung, die da ist. Und dasselbe Problem stellt sich jetzt in anderer Weise wieder von einer ganz anderen Ecke mit der momentanen Krise, Ukraine-Krise, europäische Krise, wenn man so will, Weltkrise in gewisser Weise,
wo jetzt eine noch schärfere Gangart da ist, unter der jetzt Menschen also noch viel stärker zu leiden haben und noch viel unmittelbarer zu leiden haben. Und Schande eigentlich, dass uns das jetzt an diesem Beispiel erst so deutlich bewusst wird, weil das Ganze spielt sich seit Jahrzehnten auf der Welt ab, überall, rundherum. Und, und wir brauchen nicht glauben, dass wir nicht in einer kriegerischen Welt leben. Wir leben bei uns halt bis jetzt sehr, sehr bequem und sehr weit entfernt davon, aber die ganze Welt ist vor allem in den ärmsten Ländern, in den Ländern, wo die Menschen es sowieso schon schwer haben, dort ist eigentlich der Kampfplatz der Weltmächte, könnte man sagen. Und äh, das Erschütternde daran ist, dass die Grundprinzipien, nach denen das alles läuft, dieselben sind wie vor mehr als 100 Jahren. Also das hat im Grunde hat die Problematik in der Art begonnen schon im 19. Jahrhundert und hat gemündet einmal in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges, aus dem sich im Grunde zwangsläufig ergeben hat der Zweite Weltkrieg. Darauf gefolgt der nächste große Schlag für Europa, sage ich einmal, ein verständlicher Schlag, aber ein Schlag, der nachhaltig ist für Europa, was an Wirtschaftswunder, an Aufbau geleistet wurde, was einerseits natürlich notwendig war, aber was so ziemlich das letzte Geistige, was in Europa war, ausgelöscht hat. Das muss man sehen. Also das Denken wurde ganz fokussiert auf die Außenwelt und, und das hat sich halt gesteigert, wirklich einmal bis zum Jahr 1998, kurz darüber hinaus. Dann kamen die berühmten Terroranschläge, also 9/11. Und 9/11 war der Startschuss jetzt also noch einmal Gas zu geben und die Weltstruktur also auf der Bahn ganz intensiv weiterzulenken, die aber im Grunde schon seit dem 19. Jahrhundert angestrebt ist. Und ich sage es jetzt einmal sehr aus europäischer Sicht, äh, von allen Seiten her ist irgendwo ein Bestreben da, Mitteleuropa geistig von seinen Wurzeln abzuschneiden. Nicht, dass das offiziell erklärte Ziel ist oder das, naja, inoffiziell, manche wissen schon, worum es geht. Aber es ist Europa, das bis dahin, zumindest in der Neuzeit, eine sehr führende Rolle in der Welt hatte, nämlich geistig führende Rolle. Ich meine nicht militärisch führende Rolle, sondern ein wichtiger geistiger Quellort war. Und ich möchte fast sagen, das letzte Aufbäumen war halt dann, was durch die Anthroposophie in die Welt gekommen ist. Und dann ist es immer mehr bergab gegangen. Und Europa lebt von den Früchten der Vergangenheit. Und ich möchte nicht sagen lebt, sondern vegetiert von den Früchten der Vergangenheit. Die Früchte sind gewaltig und da wäre auch noch Gewaltiges auch aus diesen Früchten herauszuholen, aber es wird im Grunde nicht gemacht, sondern es wird das, was Geistesgut war, immer mehr veräußerlicht, es wird immer mehr verkommerzialisiert und, und ideologisiert. Das sind die zwei Dinge, die da sind. Nur was wirklich untergeht, ist der geistige Kern der ganzen Sache. Im Grunde wage ich zu behaupten, dass das fast niemand mehr interessiert heute, was der geistige Hintergrund ist. Sondern das Interesse ist, also kann ich es für meine Ideologie gebrauchen, kann ich die ausdrücken damit, indem ich Theater spiele, indem ich Operninszenierungen mache, dann ist eine politische Botschaft sehr gerne dahinter. Oder es ist das kommerzielle Interesse, beziehungsweise beides. Im besten Fall spielt beides zusammen. Und, und damit sind wir in eine sehr oberflächliche Kulturentwicklung aber hineingekommen. Ich sage einmal zumindest in Europa und im Westen überhaupt auch. Wie es im Osten ausschaut, ist eine andere Frage. Dort gibt es sehr wohl noch eine Geistigkeit, aber es ist eine alte Geistigkeit. Und diese alte Geistigkeit hat das große Problem, sie wird immer bedrohlicher, je weniger sie eben von neuen Kräften befruchtet wird.
Und das ist der Punkt. Aber das ist jetzt kein Vorwurf an die östlichen Kulturen, dass sie das nicht haben. Sie brauchen eigentlich die Anregung, die Kommunikation gerade mit der Mitte. Und Europa wäre der geeignete Ort dafür. Und jetzt spreche ich schon gar nicht nur von Mitteleuropa oder was, sondern wirklich ganz Europa. Und zu ganz Europa gehört eben zum Beispiel auch die Ukraine dazu, ist also Teil Europas. Es ist ja auch Russland, eben zumindest rein geografisch gesehen, so etwa bis zur Uralgrenze ja auch Europa. Die Grenze zwischen Asien und Europa ist ja, da gibt's nicht so eine scharfe Schnittlinie, aber gemeinhin wird der Ural als Grenzlinie gezogen irgendwo. Also, also Russland hat das besondere Privileg an sowohl am asiatischen Geist als auch am europäischen Geist teilzunehmen. Und nur dort ist natürlich auch sehr viel zerstört worden. Man muss denken, äh, Russland, ich habe jetzt unlängst ein Buch gelesen, das ist schon aus den 30er Jahren oder irgendwann, aber da kommt so deutlich heraus, also die Grundnatur des Russen ist eine tief religiöse, eine tief christliche eigentlich. Das ist also das Grundmotiv, das dahinter ist. Allerdings, es ist eine Religiosität, die halt auch noch äh, im orthodoxen Bekenntnis halt drinnen liegt, das heißt in einem kirchlichen Bekenntnis drinnen liegt, aber doch immer wieder von einzelnen Menschen sehr auch ins, wie soll ich sagen, Mystische vertieft wurde. Noch nicht mit ganz neuen Kräften, aber mit einem unheimlichen Gemüt, das drinnen ist. Also gerade der Osten, und der Osten meine ich also wirklich da bis hinein in die Gegenden des Urals hinein, was dann jenseits liegt, hat wieder einen ganz anderen Charakter. Aber was bis dorthin liegt, hat ein sehr, sehr tiefes Gemüt. Und, und es ist im Russischen die Anlage irgendwo drinnen von der alten Glaubensintensität zu einer wirklich, sagen wir mal, mystischen Erfahrung überzugehen. Und das ist als Anlage irgendwo da. Und das heißt, da ist als Anlage das da, was wir uns in Europa im Grunde erst erarbeiten müssen. Und wir sind auf dem Weg mittlerweile fast am Ende angekommen, dass die alten Glaubenskräfte, das heißt, die aus dem Gemüt kommen, aus dem Gefühl herauskommen, selig sind die glauben und nicht schauen. Also der Glaube ist zunächst einmal etwas für die das Hellsehen in jeder Form verloren haben. Darauf ist einmal der Aufbau des Christentums während des Mittelalters ganz stark äh, gebaut auf dieses Prinzip. Und der Christus spricht es eben schon aus. Nur wir sind mittlerweile in ein neues Kulturzeitalter getreten, in das Zeitalter der Bewusstseinsseele. Und dieses alte Glaubensprinzip trägt heute nicht mehr. Es trägt nicht mehr. Also, und insbesondere in Europa trägt es nicht mehr und in Russland eben auch immer weniger. Also es ist heute auch weniger geworden und wo es auftritt, tritt es also auch sehr dogmatisch auf. Also auch die orthodoxe Kirche ist dann sehr dogmatisch und das wurde teilweise aber auch vom russischen Staat gefördert sogar, weil es halt die eigenen Interessen auch unterstützt. Weil das alte Prinzip ist eben, der Mensch ist untertan. Und untertan Gottes und der Stellvertreter Gottes und so weiter ist dann die Kirche oder der Machthaber oder was auch immer. Und dieses Prinzip ist aber dann ganz stark natürlich noch im weiteren Osten drüben. Ich meine, selbst oder gerade auch in China ist es sehr stark drinnen. Es ist einfach das Prinzip drinnen, der an der Spitze steht, ist, ja, er heißt jetzt nicht Gott Kaiser oder irgend sowas, aber er ist der Vertreter einer höheren, nennen wir es Idee jetzt einmal vorsichtig. Von geistigen Mächten braucht man dabei gar nicht sprechen, aber es ist jemand da, der sozusagen die Idee, die hinter dem ganzen Staat steckt, erfasst hat oder glaubt erfasst zu haben und jedenfalls die anderen müssen es glauben. Wie weit er selber glaubt, ist ein anderes Kapitel, aber jedenfalls geht es von dort aus und das, äh,
und dahinter eine, ja, aber auch sehr starke Idee trotzdem, Brüderlichkeit will ich es gar nicht nennen, aber der Solidarität. Der Solidarität im Sinne alles zum Wohl des Volkes, zum Wohle der Allgemeinheit. Und dem wird in China zum Beispiel also ganz brutal das geopfert, was individuelle Beigabe ist. Sie ist gut und willkommen, solange sie in das Schema hineinpasst, und sie wird sofort ausgemerzt, wenn es nicht hineinpasst. Also das heißt, es muss zur gesamten Staatsidee passen, und die verwaltet einer oben. Der ist halt der Stellvertreter dieser höheren Idee. Und in äh, abgemilderter Form war das natürlich in Russland auch irgendwo da, neigt also auch zu einer sehr zentralistischen Herrschaft, hat immer dazu geneigt. Und es kam ja dann mit Peter dem Großen vor allem ein ganz starker Zug von Russland nach Westen hinüber. Einerseits also sich verbinden mit der westlichen Kultur, das alles aufnehmen, was teilweise von den Russen gar nicht gut geheißen wurde, weil es also ihrer Denkweise nicht entsprach. Aber es hat sich sehr gut harmonisiert mit dem Machtbestreben, das halt auch Peter der Große hatte, und, und wo letztlich schon die Idee war, im Grunde, ja, Europa oder große Teile von Europas unter den Einfluss Russlands zu bringen. Also mit Peter dem Großen ist eigentlich erst Russland zu einer Großmacht aufgestiegen. Und ist es geblieben in gewisser Weise mit natürlich wechselnden Perioden bis Ende des Ersten Weltkriegs, als dann die Bolschewisten übernommen haben, die Regierung, und das Kaiserreich eigentlich, seit Peter dem Großen war es eigentlich kein Zarenreich mehr, obwohl immer der Name Zar drinnen ist, aber er hat sich selbst als Kaiser der Russen verstanden, und es lief offiziell dann unter dem Titel Russisches Kaiserreich. Also auf Russisch Imperator, oder Russisch kann ich es nicht aussprechen, aber halt die Übersetzung des lateinischen Kaisertitels im Grunde, Imperator. Und ja, mit all dem ist halt immer verbunden, äh, im Hintergrund, aber immer halt Imperator von Gottes Gnaden irgendwo. Also das heißt, mit einer höheren Idee begabt, mit einer höheren Idee inspiriert. Und Peter der Große war eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Äh, Einerseits also ein Mensch, der sich auf jeden Fall ganz an seine Aufgabe, die er empfunden hat, hingegeben hat. Ja, also zum Beispiel gegen sein Lebensende, wo er schon im Grunde schwer krank war, also an Probleme mit Blasenentzündung und solche Sachen. Aber dann ist irgendwo ein Mann ins Meer gestürzt, ins Wasser, und er ist hinten nach, und hat den rausgezogen. Allerdings hat er sich dann so eine starke Erkältung zugezogen, dass er an dem letztlich gestorben ist. Also er hat sich wirklich auch für einzelne Leute eingesetzt. Er hat sich in gewisser Weise ganz gegeben, und in gewisser Weise auch ganz als Werkzeug von etwas Höherem gesehen. Und das ist heute was ganz, ganz Problematisches. Sich als Werkzeug von etwas Höherem zu sehen. Aus dem passieren im Grunde oder sind namentlich im 20. Jahrhundert die meisten Katastrophen passiert. Äh, im Grunde ist der Hitler hat auch eine höhere Idee gehabt. Ich meine, war beseelt von einer gewissen höheren Idee, halt, das Deutschtum, der deutsche Volksgeist, wie er ihn missverstanden hat, was natürlich nicht der deutsche Volksgeist war, was er halt als germanischen Volksgeist aufgefasst hat, dass er dem dient auf der besten Weise. Und dass im Grunde dahinter steht, alles, was dem nicht folgt, gehört weg, gehört im Grunde weg. Und, und das hat schon einen tieferen Hintergrund, weil in der Neuzeit einfach
auch etwas aufgetreten ist. Es ist einerseits der Individualismus aufgetreten, der ist immer stärker herausgekommen. Es ist aber zugleich damit immer stärker herausgekommen, ich möchte sagen, das Misstrauen gegenüber den Menschen. Das Misstrauen gegenüber den Menschen. Also das ist eine Polarisierung. Einerseits das Ganze sich auf die Individualität stellen, was vielfach auch immer noch verwechselt wird mit sich auf den Egoismus stellen, aber andererseits eben vielleicht auch gerade dadurch, weil das halt sehr zwiespältig ist, ein Misstrauen den Menschen gegenüber. Man kann das verfolgen bis in die Wissenschaft hinein, im Grunde immer mehr das Bestreben, den Menschen auszuschließen aus der ganzen Sache. Ich meine, das erste war schon mit dem an sich also sehr genialen und notwendigen Darwinismus, der entstanden ist. Also das heißt, die Erkenntnis, dass der Mensch mit den ganzen Lebewesen auf der Welt verbunden ist und entwicklungsgeschichtlich mit ihnen verbunden ist. Das ist was ein ganz wichtiges und eigentlich sehr geistvolles Bild. Ich meine, was man dann als Darwinismus interpretiert hat, dass das halt alles funktioniert durch den Kampf aufs Dasein, ist im Grunde nicht der Natur abgelesen und hat Darwin auch nicht der Natur abgelesen, sondern einfach den damaligen englischen Verhältnissen. Weil gerade also diese Zeit, wo Darwin schreibt, ist die Zeit, wo es in England also einfach ganz brutal darauf hingeht, Industrie zu entwickeln, Geld damit zu machen und die Arbeiterschaft im Grunde als Sklaven zu halten. Nicht wirklich natürlich, aber de facto ja. Also das heißt, sie bis aufs Blut auszuquetschen, ihnen gerade das notwendige Minimum zum Überleben zu geben. Und die nicht überleben, sind einfach nicht wert, weil die sind nicht produktiv genug. Also wenn sie sterben, dann ist es gut. Und man hat sogar die Doktrin gegeben, also weg mit all den sozialen Einrichtungen, die es vorher nämlich gab, weg damit. Weg damit, weil damit wird nur das Schlechte, das Unfähige am Leben erhalten und das kostet einfach Kraft, die vergeudet ist. Also es ist eine ganz einseitige Sache daraus herausgekommen. Aber an sich ist vieles von dem, was Darwin geschrieben hat und was seine Nachfolger geschrieben haben, sehr weise und nicht umsonst hat sich Rudolf Steiner sehr intensiv damit beschäftigt. Also namentlich mit dem deutschen Nachfolger Haeckel und so, den er glühend verteidigt hat. Also auch noch ganz kurz bevor er mit der eigentlichen anthroposophischen Arbeit begonnen hat. Und er hat das aber nie dann gesagt, okay, da habe ich mich geirrt oder was, sondern ganz im Gegenteil, er hat das als etwas ganz, zu Recht, als etwas ganz Großartiges empfunden. Und Nebensatz, es gibt heute durchaus auch Ansätze, die dieses rein auch von der äußeren Forschung in eine viel bessere Richtung weiterlenken. Also wo deutlich herauskommt, dass nicht eben dieses darwinistische Prinzip, also Kampf ums Dasein und so, dass das Entscheidende ist, sondern dass das eigentlich nur einen ganz kleinen Teil ausmacht und ein viel größerer die Kooperation im Tierreich, im Pflanzenreich, im Reich des Lebendigen ist. Und dass wir Menschen zum Beispiel gar nicht überleben könnten. Das ist heute schon ganz deutlich, wenn wir nicht die Kooperation hätten bis hinunter zu den Bakterien und zu diesen Sachen. Ich meine, der Mensch hat 10-mal so viel Bakterienzellen in sich als eigene Körperzellen. Und ohne dem könnte er nicht überleben. Und bei den Viren sind es etwa noch 100-mal so viel. Also, das heißt, wir können nur Danke dazu sagen. Und dass das in einzelnen Fällen dann irgendwelche Viren oder Bakterien rebellisch werden und sozusagen schädlich werden, ist im Grunde die große Ausnahme. Und die Frage ist noch zu klären, warum das überhaupt passiert. Und ob da nicht auch ein geistiges Fehlverhalten des Menschen oder der Menschheit als solches mit eine Rolle spielt. Weil das Leben hängt sehr stark eben auch von, na sagen wir es einmal, äußerlich wissenschaftlich von psychischen Faktoren ab. Das weiß man mittlerweile. Das, das ist ganz klar, also der Mensch ist eben nicht nur ein Produkt seiner physischen Vererbung, sondern
dass psychische Faktoren eine sehr, sehr große Rolle spielen, und zwar eine so große Rolle, dass sogar zum Beispiel schädliche psychische Einflüsse, aber ich denke auch förderliche Einflüsse sogar weiter vererbt werden. Man weiß mittlerweile viel über die epigenetische Vererbung und so weiter. Das ist also das, was außerhalb des eigentlichen Erbgutes ist, aber eine große Rolle dabei spielt, was mit dieser Sache gemacht wird, was mit dem Erbgut eigentlich gemacht wird. Und das ist im Grunde ein viel entscheidenderer Faktor als die reine genetische Grundstruktur. Aber jetzt sind wir ein bisschen von der Situation Russland, Ukraine, Europa abgekommen. Die Ukraine hat eine ganz besondere Stellung zwischen, sagen wir mal, Ost- und Westeuropa. Ich spreche jetzt ganz bewusst von Ost- und Westeuropa und beziehe damit also Russland ein, jedenfalls den europäischen Teil davon. Und es wäre also ganz wichtig, dass dieses große Europa eine gemeinsame Aufgabe findet. Und da wird aber immenser Keil hineingetrieben. Das muss man auch sehen. Äh, Mindert also nicht jetzt, dass die Aggression, die jetzt natürlich Putin gegen die Ukraine macht, dass das was grundsätzlich Verwerfliches ist und eine ganz falsche Strategie ist. Aber sie kommt nicht ganz von ungefähr und nicht einfach nur aus Großmachtstreben oder sowas. Also Russland kann sich sowieso kein Großmachtstreben mehr leisten. Dazu ist es in Wahrheit gar nicht fähig. Ich meine, es tut so, als wäre es noch eine Großmacht, ist es aber längst nicht mehr. Und das weiß natürlich auch Putin, dass es das nicht ist. Aber zumindest will er versuchen, dass nicht immer mehr Scheibchen für Scheibchen abgeschnitten wird von dem, was noch geblieben ist. Man muss ja denken, welche große Ausdehnung Russland hatte und der Machtbereich Russlands eben zur Zeit der Sowjetunion, wo ja dazu gehörten die ganzen Vasallenstaaten, weiß ich nicht, Polen, Tschechien, Slowakei und so weiter, Rumänien, Bulgarien und das Ganze. Also ein riesiger, wie soll ich sagen, eine riesige Pufferzone, die für Russland im Grunde da war. Und das alles ist weg. Und als die Sowjetunion zerfallen ist, also als Folge des Mauerfalls letztlich, eine Revolution im Grunde von unten, die ja von den Menschen von unten kam, und wieder einmal Deutschland ein entscheidender Boden, ein entscheidender Faktor, weil dort ist die Mauer gefallen. Und das was eben zerteilt wurde, und auch das mit Sicherheit ein großer Faktor, dass Deutschland im Westen wie im Osten einfach von seinen Quellen abgeschnitten wurde. Abgesehen davon, dass im Zuge des Zweiten Weltkriegs die Juden zum großen Teil ermordet oder deportiert oder letztlich dann geflüchtet sind. Und unter dem leidet Europa ganz stark. Und diese ganzen Kräfte oder Großteil dieser Kräfte hat sie Amerika ja mit offenen Armen aufgenommen. Amerika war in keiner Weise zimperlich, sie haben genauso Nazis auch aufgenommen, wenn sie ihren Zwecken dienlich waren. Muss man auch sehen. Also dass da England, Amerika haben sich immer ausgezeichnet durch eine sehr pragmatische Politik. Da ist wirklich die Genialität drinnen, die äußere Welt zu ordnen. Und aber es ist auch die Tendenz drinnen, den Bogen zu überspannen, es auch dort zu ordnen, wo sie eigentlich nichts mehr angeht. Weil es ist das Grundprinzip ist, die ganze Welt muss und soll nach diesem Schema geordnet werden. Und, und diese Ordnung ist eine äußere Ordnung, es geht um die äußere Freiheit, es geht um die Freiheit überall, wo ich will, Wirtschaft zu machen, und niemand darf mich behindern. Das, das war schon die Kanonenbootpolitik gegenüber China zum Beispiel. Also einfach China, das für sich eigentlich abgeschlossen bleiben wollte, er hatte keine Chance. Es wurde halt mit Kanonenbooten erzwungen, die Öffnung des chinesischen Marktes. Weil wir brauchen einen Absatzmarkt dafür. Ende. Und das hat Vorrang.
Da soll sich nicht irgendwer in so eine blöde Kultur einspinnen und glauben, sie brauchen uns nicht. Nein, sie brauchen uns, weil sie müssen beglückt werden mit diesen äußerlichen Gütern. Und das ist ganz stark. Und dieses Prinzip hat natürlich in Europa wunderbar funktioniert. Europa ist dem hörig geworden, diesem Prinzip. Es geht alles um die Wirtschaft. Es ist die Europäische Union ein Wirtschaftsbund und es ist nie mehr geworden. Ein wirklich vereinigtes Europa ist es bis zum heutigen Tag nicht. Dass die Grenzen zeitweise gefallen sind und jetzt dann zwischendurch wieder durch die Corona-Krise geschlossen wurden, ändert nichts daran, dass Europa keine gemeinsame Idee gefunden hat bis jetzt. Und das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Und mit dem könnte auch Russland leben, wenn es einbezogen würde in diesem Bereich. Und das war eigentlich die große Idee nach dem Mauerfall. Ja, gerade Gorbatschow hat ja sehr davon gesprochen, weil das bekannte Schlagwort vom Haus Europa. Und zu diesem Haus Europa sollte auch Russland zählen. Und eben, es war ein Weg bereitet, wieder einmal, muss man sagen, wo sich Europa mit dem Osten verbindet. Und dadurch eben schon in gewisser Weise jetzt die Schritte setzt, vorbereitende Schritte setzt auf die nächste Kulturepoche, weil das muss eigentlich jetzt schon vorbereitet werden. Und Europa kann seine geistige Aufgabe nur erfüllen, wenn es sich verbindet mit der Seelenhaftigkeit des Ostens. Das fehlt uns. Und das fehlt uns jetzt umso mehr, als es durch den, sage ich mal, westlichen Einfluss praktisch komplett zerstört wurde. Die Kräfte des Gemüts sind weg und es ist eine reine Verstandesseelenkultur übrig geblieben. Von Bewusstseinsseelenkultur rede ich schon gar nicht einmal. Was wir heute in Europa im Großen und Ganzen noch immer sehr stark haben, ist eine ganz einseitige Entwicklung der Verstandesseele. Und das ist das Werkzeug, mit dem man im Grunde nichts Produktives in der Welt alleine machen kann. Man kann nur damit im Grunde in Konflikt und in Streit geraten. Das Verstandeswerkzeug dient einzig und allein im Grunde, ja, dem Ego sein Recht durchzusetzen. Im Grunde sein Recht durchzusetzen. Und zwar durchaus im äußeren Sinne letztlich. Und es war lange Zeit begleitet eben mit den Gemütskräften noch und mit dem religiösen Gefühl, das im Hintergrund da war. Aber diese Gemütskräfte sind weg in Europa, in unserem kleinen Europa sozusagen. Und der Osten hat sehr viel davon. Das haben also die Länder, die jetzt zu Europa gefallen sind, sagen wir, nach dem Zerfall der Sowjetrepublik, also das heißt Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter. Also alles das, was jetzt europäisiert wurde, und im Grunde droht immer mehr auch diese Gemüthaftigkeit unter dem Einfluss dieser westlichen Gesinnung, die sich wirklich vom Westen her breit macht und Europa vergiftet, dass sich das auch bis dorthin ausbreitet. Und was ganz Gemüthaftes lebt eben auch in dem ukrainischen Volk drinnen, wobei das ukrainische Volk, das ist eine ganz eine wilde Mischung im Grunde. Es ist einerseits also im Osten sehr stark gekommen das russische Element. Es ist in ganz anderer Art im westlichen Teil drüben und unten, Gegend Krim und so, die Krim-Tataren, das sind Turkvölker eigentlich, also ganz was anderes. Und das heißt aber, damit ist die Ukraine ein sehr interessantes Gebiet, also wo sehr unterschiedliche Mentalitäten zusammenkommen und daher aber auch die Chance bestünde, da etwas Gemeinsames zu finden. Und das wird jetzt im Moment also zersplittert komplett. Das wird jetzt komplett zersplittert. Und das ist die ganz große geistige Tragik dahinter,
die, die sich verbindet mit der äußeren Tragik und dem Leid der Menschen, die jetzt davon betroffen sind. Und Europa versteht nichts davon. Also namentlich die Politiker verstehen nichts davon. Das muss man ganz deutlich sagen auch. Sie verstehen nichts davon. Und Europa hätte eigentlich also als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg eine gemeinsame, ich sage es einmal ganz vorsichtig, eine gemeinsame Idee finden müssen. Und die EU ist nicht diese gemeinsame Idee, die ist ein reines Wirtschaftsbündnis und das ist der Fehler dran. Ich meine, ich bin ein glühender Europäer, aber die EU ist nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Das müsste also ausgedehnt werden, eben wirklich auch vor allem auf den geistigen Bereich. Im rechtlichen Bereich gibt's Harmonisierungen, da ist etwas da. Natürlich, es gibt ein gemeinsames europäisches Recht, aber man sieht auch immer wieder, wie das im Konflikt steht mit den nationalen Rechten. Aber ein geistiges Europa, wo ist es? Wo ist es? Man muss dazu sagen, der Westen drüben, also namentlich Amerika, deutlich mehr als England. England ist im Grunde in Wahrheit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. England ist ein kleiner Blinddarm von Amerika geworden. Und war noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg hatte das britische Empire seine größte Ausdehnung. Das größte Reich überhaupt, das es jemals auf der Welt gegeben hat, im Grunde. Kurze Zeit war es das britische Empire, aber dann schon wenige Jahre nach Ende des, des Ersten Weltkrieges ist es im Grunde, hat der Zerfall begonnen und der Aufstieg letztlich Amerikas. Und dann weiter geschürt durch den Zweiten Weltkrieg und das Engagement im Zweiten Weltkrieg drinnen. Und am Ende war klar, also Amerika ist die Macht, die die Welt äußerlich lenken will, sich berufen fühlt, die äußere Welt zu lenken und ihre Art von Demokratie, ihren Begriff von Freiheit auf die ganze Welt zu tragen. Aber dabei muss man sehen, dieser Begriff der Freiheit hat nichts mit der geistigen Freiheit zu tun in Wahrheit, sondern es hat was zu tun mit der Freiheit, ja, im Grunde Wirtschaft überall zu treiben und das darf niemand verweigert werden. Es hat im Grunde, das steht so im Hintergrund, kein Land das Recht zu verweigern, mit diesen Gütern beglückt zu werden, die wir bringen. Und mit dieser darauf gebauten Kultur beglückt zu werden. Und das funktioniert also ganz stark, die Menschen fahren darauf ab. Klar, weil der Lust und der Genuss an diesen äußeren Gütern natürlich sehr, sehr groß ist. Und das ist einfach wie immer eine wunderbare Mischung aus dem luziferischen und aus dem arimanischen Element. Also etwas, was die Lust steigert, das lustvolle Erleben der Sache und im Hintergrund eine immer stärker werdende Technik, die drinnen steckt. Und damit aber auch ein immer stärkerer Energiebedarf der Welt, ein immer mehr fortschreitende Zerstörung der Natur draußen, das geht alles in der Folge mit. Damit spreche ich bei Gott nicht gegen die Technik. Ihr wisst, ich habe das öfters auch erwähnt. Rudolf Steiner sagt das ganz deutlich. Das wird fortschreiten und muss sogar fortschreiten. Und wir können das Geistige nur entwickeln, wenn wir das als Gegenpol haben irgendwie. Es geht so hoch ins Geistige hinauf, als es im Technischen hinunter ins Untersinnliche geht im Grunde. Und das heißt, es muss auch da sein. Es gibt keinen Rückweg in die Zeit vor die Technik sozusagen. Im Grunde begleitet es die Menschheit auch seit dem Anfang. Das ist eines der Charakteristika des Menschen, eben Technik zu entwickeln. Aber es ist einfach im 19. Jahrhundert hat es begonnen, eine explosionsartige Entwicklung. Und jetzt im 21. Jahrhundert ist jedes Jahr im Grunde eine Explosion auf dem Gebiet. Also es steigert sich im Moment wirklich exponentiell.
Und, und wir werden noch einiges zu tun haben, also da mitzukommen mit der Entwicklung. Und daher natürlich auch, also namentlich von westlicher Seite her, die Bestrebung des Transhumanismus, über den Menschen in seiner jetzigen Gestalt hinauszugehen und im Grunde immer mehr durch Technik zu verbessern. Dahinter steckt eigentlich, dass das meiste am Menschen hinfällig ist und nicht leistungsfähig genug ist und diese Leistungsfähigkeit, die man sich wünscht, durch die Technik zu erreichen wäre. Das ist legitim, so zu denken. Das ist legitim. Das ist dieser Teil, der notwendig ist, als Gegenpol zur geistigen Entwicklung. Nur die geistige Entwicklung haben wir zurzeit sehr wenig. Weltweit sehr wenig. Und es ist also nicht die Schuld Amerikas, dass wir uns das haben austreiben lassen im Grunde. Das ist nicht die Schuld, sondern Amerika hat diese Aufgabe, hat diese große Aufgabe, eigentlich diese untersinnlichen Kräfte nutzbar zu machen, und indem man sie nutzbar macht, sie uns zum Bewusstsein zu bringen. Und daran, an diesen Kräften, in der Auseinandersetzung mit diesen Kräften geistig wesentlich höher steigen zu können dann, als es in der Vergangenheit möglich war. Und man muss denken, ich meine, gerade mit der Beschäftigung mit diesen Kräften, mit der Beschäftigung der Kräfte, die aus den Widersacherreichen kommen, mit dem geht's eigentlich erst in die Zukunft. Diese Reiche müssen wir umarbeiten, wenn wirklich etwas Neues passieren soll für die Zukunft, wenn sozusagen die eigentliche Wende passieren soll, dass der Mensch aus seiner Freiheit heraus ein ganz neues geistiges Element dazu bringt. Das ist aber abgerungen dieser untersinnlichen Welt. Nicht wahr? Die Freiheit ist nicht zu erringen ohne die Auseinandersetzung mit diesen Kräften. Das wissen wir. Es fängt schon mit dem Sündenfall an. Und der Sündenfall war die Voraussetzung dafür überhaupt, dass der Mensch also seine Freiheit entwickeln kann. Dass er sich einmal herausreißt, letztlich bis hin von allen guten Geistern verlassen, um das Geistige in sich finden zu können. Das ist das Große. Im Grunde ist das der große Weg, den die Menschheit geht. Und damit wird im Grunde die ganze Menschheit immer wieder ans Kreuz geschlagen, ans Kreuz einer untersinnlichen Welt. Aber aus dem heraus wächst die Freiheit. Und so wie der Christus seinen Impuls nur geben konnte, dadurch, dass er ans Kreuz geschlagen wurde, so kann die Menschheit ihre Aufgabe nur entwickeln, wenn sie sich an dieses Kreuz der untersinnlichen Welt schlagen lässt und damit aber zugleich beginnt, mit dem Christus gemeinsam diese Widersacherwelt zu erlösen. Jedenfalls die reguläre Widersacherwelt, die extra dazu abgestellt wurde, um diese Aufgabe zu erfüllen. Man muss denken, also die luziferischen, die arimanischen, die asurischen Widersacher sind kein Betriebsunfall der Schöpfung, sondern sie sind Teil des Schöpfungsplanes, wenn man so will, wobei ich den Ausdruck Plan nicht so gern hab, weil dann würde man immer glauben, es ist alles vorherbestimmt und läuft auf Schienen. Der Plan ist ein Plan, der eben ganz offen ist, in Wahrheit. Das ist der wesentliche Teil, dass die Zukunft nicht vorherbestimmt ist, sondern dass es sich in jedem Moment der Gegenwart entscheidet, wie es weitergeht. Und ja, auf diesem Weg voranzugehen, wäre die gemeinsame Aufgabe aller europäischen Völker inklusive Russlands. Und das erlebt jetzt wieder mal einen sehr starken Schlag. Man muss aber eben, wie gesagt, verstehen, warum auch Putin so reagiert, weil wirklich in absoluter Schamlosigkeit hat
letztlich Amerika und mit der vorgeschobenen NATO es ausgenützt, sich so immer weiter zu fressen an Russland heran. Es sind seit des Mauerfalls sind doppelt so viele Länder im Grunde Mitglieder der NATO und man rückt also Russland immer näher und versucht alles abzuschneiden, was und das ist das große Problem für uns, abzuschneiden alles, was diese geistige Beziehung zwischen Europa und Russland fördern könnte. In Wahrheit wird das abgeschnitten und aber was bleibt der Russland jetzt übrig? Es geht immer weiter und es bleibt nicht stehen. Ich meine, als der Mauerfall war und als dann eben die Russen eingewilligt haben, Gorbatschow letztlich eingewilligt hat, auch zur Vereinigung Deutschlands, dann war eine durchaus ausgesprochene, aber vertraglich eben nirgends fixierte Bedingung, dass die NATO nicht weiter nach dem Osten fortschreitet. Und das ist so weit gegangen, als es nur irgendwie möglich ist. Und das wurde natürlich auch ganz gezielt, also in den neuen europäischen Ländern, die heute im Osten sozusagen entflohen sind oder getrennt wurden von ihm, also die ehemaligen Vasallenstaaten, alles dazu getan, eine Stimmung zu verbreiten, die ablehnend ist gegen das, was von Russland kommen könnte. Kann man natürlich verstehen, weil sie ja vielfach auch gelitten haben unter dem Einfluss des kommunistischen Regimes, das in Russland war. Also da sind viele Fehler gemacht worden. Aber auch Fehler, die überhaupt das in Russland halt dieses kommunistische Regime sich ausgebildet hat, ist ja auch nicht so ganz zufällig passiert, muss man auch dazu sagen. Das ist auch nicht unbedingt eine Revolution von unten her, es wird so verkauft, aber da ist auch sehr viel Planung dahinter. Und es war durchaus vom Westen erwünscht, dass es passiert. Also von Amerika sowieso, von Deutschland sowieso, weil Deutschland darauf gehofft hat, na gut, dann bricht dort die Ostfront wenigstens zusammen, weil sind dann mit sich selbst beschäftigt, so war sie auch, hat aber an der deutschen Niederlage letztlich auch nichts geändert. Aber so läuft halt die Weltpolitik. So läuft halt die Weltpolitik und es gibt also im Grunde nur eines, hier in Europa Geistigkeit zu entwickeln. Das ist das Um und Auf. Alles, was nicht dorthin strebt, äh, ja, verfällt dem Schwergewicht der Widersachermächte, die uns hinunterziehen. Und das sollte halt nicht passieren. Aber es ist auch ganz klar, dass es dafür, das zu entwickeln, keine politische Lösung gibt, sondern es ist eine Lösung, die nur durch die einzelnen Menschen geschehen kann. Und das ist etwas, was im Prinzip jeder Mensch tun kann, wenn er will. Die Widerstände sind allerdings sehr groß, also vor allem durch die, wie soll ich sagen, tägliche Gehirnwäsche, die wir erleben durch die Medien und so weiter. Auch alles nicht zufällig, was da so einseitig berichtet wird, ist, ich meine, ja, gehen wir zurück, Ende Erster Weltkrieg, Neuordnung Europas, ja damals schon, Zerschlagung der österreich-ungarischen Monarchie, die ja im Grunde auch ein Modell hätte sein können für diese Beziehung zwischen West und Ost oder zwischen westlichem Europa und östlichem Europa, ist, ist zerschlagen worden mit einem gewissen Recht, weil sie eben nicht es geschafft hat, ihre Aufgabe zu erfüllen aus der Dummheit des Kaisers im Grunde und seiner Vasallen. Wäre ganz anders gelaufen, wenn man da vernünftig agiert hätte, dann hätte es viel weniger Chance gegeben, da einen Keil hineinzutreiben, aber ist halt passiert. Und das war im Übrigen damals schon, also so Ende des 19. Jahrhunderts.
die eine erste große Chance, dass diese Verbindung stattfindet zwischen dem Osten, zwischen dem östlichen Europa und dem westlichen Europa im Grunde. Nicht wahr? Weil da waren ja ganz wesentliche Gebiete, die Ungarn und so weiter, die Tschechen und das alles dabei, Teil dieser Monarchie. Und es wurde aber alles geschürt, dass es nationalistische Impulse sind. Der nationalistische Impuls ist aber komplettes Gift für Europa. Ich meine, Europa, seine große Zeit hatte es, als Europa noch nicht in Nationalstaaten gespalten war, sondern in Reiche gegliedert war, die ja immer wieder wechselnde Grenzen hatten. Natürlich gab es immer wieder auch Kriege, alle möglichen Kriege, klar schon die napoleonischen Kriege und so weiter, diese ganzen Geschichten und aber richtig grimmig wurde es, als nach und nach ein Reich nach dem anderen in den Wahn verfallen ist, einen Nationalstaat mit starren Grenzen zu errichten. Und damit hat begonnen die Zersplitterung Europas. Vorher war das im Grunde ein lebendig beweglicher Prozess, ja sicher auch mit Kriegen, und die Kriege waren Motor, bewegliche Grenzen zu schaffen. Einmal hat das Gebiet dem gehört, einmal hat es dem gehört, und gerade dadurch aber zwar natürlich viel Leid unter den Menschen erzeugt hat, ganz klar. Ich meine, man denke nur schon an den 30-jährigen Krieg. Im Übrigen der 30-jährige Krieg wieder prompt gefolgt auf einen großen geistigen Impuls, der da war, durch die Rosenkreuzerströmung, die eigentlich da entstanden ist zu der Zeit und wo die große Idee dahinter war, ein gemeinsames Europa, ein gemeinsames christliches Europa zu schaffen. Das war die Grundidee. Es war also eine ganz starke soziale Idee in Wahrheit dahinter. Steckt schon da drinnen. Steckt schon im Rosenkreuzer Manifest drinnen. Und kaum war das heraus, beginnt der 30-jährige Krieg, der völlig chaotisch war natürlich. Und damit ist die Idee eines gemeinsamen Europas wieder in weiteste Ferne getreten. Aber im Grunde sind die Rosenkreuzer an die Öffentlichkeit getreten mit dem Aufruf dazu, eine neue geistige Ordnung in Europa herzustellen. Und das ist gescheitert, und dann war wieder eben eine große Chance eben auch mit der österreich-ungarischen Monarchie im Grunde, also im 19. Jahrhundert war wieder eine große Chance da, wieder komplett gescheitert. Also es hätte eine Chance gegeben, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, aber dann hat sich's manifestiert, dass damit dann Europa wieder zersplittert wurde. Wieder zersplittert wurde durch die sogenannten 14 Punkte Wilsons, die wieder wunderschön klingen, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber was heißt das? Das heißt Egoismus der einzelnen Volksgruppen beziehungsweise deren Führer, die dahinter stecken, die wieder, weiß Gott, unter wessen Einfluss stehen, will ich jetzt nicht näher untersuchen, aber jedenfalls eine Zersplitterung, das Trennende vor das Gemeinsame zu stellen. Und ganz interessant, wer hat die 14 Punkte Wilsons großteils verfasst? Ein gewisser Walter Lippmann, der ja als sein berühmtestes Buch ist Public Relations. Wie macht man Meinung, wie macht man öffentliche Meinung? Damit beginnt eigentlich mit Hilfe der Medien einfach die Menschen zu beeinflussen, zu den Zwecken, die man eben haben will. Und der Walter, ich will jetzt ihm gar nichts Böses anhängen oder nachsagen, aber damit wurde begonnen, ab dem Zeitpunkt auf professionelle Weise Meinung zu machen und die Realität zu ersetzen durch ein illusionäres Gebilde, das letztlich über die Medien verbreitet wurde. Und das haben die Nazis ganz stark aufgegriffen im Grunde. Also die
Die haben es zu einer gewissen Perfektion dann gebracht und diese Perfektion ist dann danach ja auch weiter übernommen worden. Und heute ist es Standard. Heute ist es Standard, ohne dass man es weiß. Man kann sagen, die Medienberichterstattung weltweit ist heute so, dass eine Täuschung in die Seele der Menschen gelegt wird. Man braucht also gar keine Verschwörungstheorien, dass irgendwo irgendwer, die Amerikaner mit irgendwelchen Strahlen oder Chemtrails oder sowas die Menschen beeinflussen. Es reicht schlicht und einfach das, was über die Medien läuft. Und wir haben das in der Corona-Krise gesehen, wie stark das wirkt. Immer wieder dieselben Nachrichten, immer wieder dieselben, ganz simplifiziert. Alles, was an Problematik drinnen sein könnte oder wo man verschiedene Wege wählen könnte, rauszustreichen, eine ganz klare Botschaft. Und wenn die täglich wiederholt wird oder täglich mehrmals wiederholt wird, dann wirkt es bei einem großen Teil der Bevölkerung. Und, und es wirkt interessanterweise am allerstärksten bei den hochintelligenten Menschen. Die Menschen, weil es wird einfach die Verstandesseele angesprochen. Und der wird es logisch erklärt und in dem Moment, wo es logisch, klar, nachvollziehbar ist, deswegen muss es mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben, nämlich das ist völlig unabhängig davon, aber dann wird es angenommen. Das sind ganz in einfache Sätze gefasste, klare Wahrheiten und so ist es eben. Und wenn was anderes vielleicht irgendwo durchsickert, dann wird sofort das angegriffen und diffamiert, da ist wie hat's geheißen, Geschwurbel hat's bei uns jetzt immer geheißen. Also Fake News heißt's international. Ich meine, es gibt genug, bitte, nicht, dass mich missversteht, es gibt genug Mist auf dem Gebiet und, und es gibt auch viel Mist auf dem, also in vielen Verschwörungstheorien. Das ist abgesehen davon, Verschwörung ist was Alltägliches. Die ist immer dort vorhanden, wo sich ein paar zusammentun, geheim etwas vereinbaren zu ihrem eigenen Nutzen und meistens auch zum Schaden anderer. Das passiert aber tagtäglich, überall. Ich meine, Firmen machen das untereinander, Politiker sowieso untereinander, einfach interne Absprachen, die möglichst nicht also hinausgehen und wo man vereinbart, was halt für einen selbst am besten ist. Das ist tagtäglich, überall. Da brauche ich keine großen Verschwörungstheorien, die kleinen sind überall. Die sind drinnen und das. Nein, aber die wirklich große Maschinerie, die läuft, ist heute die Medienindustrie, die einfache Botschaften schickt, klar verständliche Botschaften und wirklich zu einer kompletten Gehirnwäsche eines großen Teils der Bevölkerung führt. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ja, wie schaut denn das mit den einzelnen Journalisten aus? Sind die alle Teile einer Verschwörung gegen die Menschheit oder so? Nein, der Punkt ist, sie sind selber genauso gehirngewaschen. Das ist der Punkt. Da fängt's an. Es fängt an, dass einmal kleine Zirkel einfach indoktriniert werden und das aufnehmen und die verbreiten es immer weiter. Und je mehr das wird, das ein richtiges Schneeballsystem. Und jeder hängt sich dran. Weil alles quer zu denken ist viel zu anstrengend im Grunde. Weil da müsste man wirklich das ganze Verstandeswissen, das man mit hat, einmal völlig zur Seite setzen. Und die Wirklichkeit zu schauen, muss ich das, was ich aus der Vergangenheit an Vorurteilen mitgenommen habe, das heißt an fertigen Urteilen, die vielleicht toll waren in der Vergangenheit und die aus irgendeinem Grund entstanden sind, einmal richtig waren, wo aber vielleicht nicht mehr garantiert ist, dass sie heute noch richtig sind. Aber die nimmt man mit und diese Art des vorteilsbehafteten Denkens, sprich des wissenschaftlichen Denkens, ist eine Seite davon. Ich meine, die Wissenschaft hat eine zweite große Seite, sie hat schon eine Kritikfähigkeit auch im Prinzip. Und die Wissenschaft, zumindest also die Naturwissenschaft, sucht wenigstens nach Fakten, die darüber entscheiden, ob die Theorien richtig sind oder falsch. In den Geisteswissenschaften schaut es schon ganz anders aus. Also da wird es ganz problematisch, weil da gibt's halt diese so direkt greifbaren Fakten nicht, sondern die Wirklichkeit, die geisteswissenschaftliche Wirklichkeit, und damit meine ich jetzt
die äußeren Geisteswissenschaften, also Geschichtswissenschaft und so weiter, namentlich Geschichtswissenschaft, ist ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine gewisse Inspiration, welcher Geschichtsimpuls wirklich dahinter steckt, also welcher geistige Impuls hinter den historischen Ereignissen steckt, oder man hat andere Interessen, man gibt der Geschichte eine Interpretation, die den eigenen Ansprüchen halt, die zu den eigenen Machtansprüchen oder sonstigen dazu passt. Und Geschichtswissenschaft ist aber de facto fast nur Letzteres, ein Ausdruck, im Grunde immer, man sagt es ja so schön, die Sieger schreiben die Geschichte. Und das ist das Geschichtsbild, das wir zum Beispiel heute haben. Die Sieger des Ersten, Zweiten Weltkriegs und alles, was kommt, die schreiben die Geschichte, wie sie ist. Wie sie sich sagen. Ja, und und da ist es halt so ganz schwer, weil da geht es um geistige Dinge letztlich im Hintergrund, um Menschen, die aus irgendwelchen geistigen Impulsen heraus Entscheidungen getroffen haben, und da müsste ich in das geistig eintauchen können. Wenn ich es nur nach den äußeren Geschehnissen beurteile, die sind relativ frei interpretierbar in Wahrheit. Natürlich gibt es gewisse Fakten, da und dort hat der oder der Krieg oder der Kampf stattgefunden, aber was dahinter steckt, ist Interpretation in der Regel aus der Seite der Sieger. Und alles, was von der Verliererseite kommt, verschwindet mit der Zeit. Und in Europa ist das halt ganz besonders stark. Und es ist so verinnerlicht, dass also die Verlierer des 20. Jahrhunderts sozusagen sich auch ganz also angepasst haben, halt der Geschichtsschreibung der Sieger. Letztlich. Und ich meine, damit will ich nicht kleinreden irgendwo, was an Schrecklichem passiert ist und was an fürchterlichen Impulsen drinnen war. Es ist gar keine Frage. Also namentlich, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Da ist es natürlich eskaliert. Aber trotzdem ist es absolut einseitig, und man weiß ja, ist ja kein Geheimnis, also, dass das auch der Hitler sehr stark also von westlicher Seite unterstützt wurde im Grunde. Auch von Juden unterstützt wurde, denen völlig wurscht war, was ihre Glaubensgenossen in Europa durchmachen dabei, denen das völlig wurscht war. Hauptsache es läuft, da ist ein alter Rubel dabei, man kann verdienen dabei und man kann weitere Absatzmärkte letztlich für die Zukunft sich erobern. Also das ist halt, ja, wie soll ich sagen, das ist die Widersacherlogik, die halt da drinnen ist. Und da muss nicht alles abgesprochen sein. Es ist die Logik, die in dem System drinnen ist. Die alleine reicht schon. Sie denken jetzt so, wie wir es hatten mit der Corona-Geschichte, zu glauben, die haben sich jetzt alle abgesprochen miteinander, um jetzt die Bevölkerung zu quälen mit dem oder in Angst und Schrecken zu versetzen. Na, das kann nie funktionieren. Das kann nie funktionieren, weil äußerlich sind da so viele Völker und Staatsmänner und so weiter dabei, die sich spinnefeind sind, die gar nicht miteinander reden, die einen ganz unterschiedlichen Informationsstand haben. Aber es gibt diese allgemeine Logik, diese einfache Logik, die letztlich über die Medien verbreitet wird. Es geht von irgendwo aus und von dort verbreitet sich über die ganze Welt und heute im Grunde innerhalb kürzester Zeit. Wenn irgendwas ist, ist es in ein paar Stunden draußen in der Welt draußen. Bis in den letzten Winkel. Und die Art der Berichterstattung, wenn das dann täglich wiederholt wird, führt zu einer Gehirnwäsche einfach. Und dem ist sehr, sehr schwer, sich zu entziehen, und du hast da kaum eine Chance, an andere Informationen zu kommen. Es wird einfach wirklich brutalst unterdrückt, im Grunde, selbst im Wissenschaftsbetrieb. Also, wenn ich jetzt nehme,
äh, bezüglich der Corona-Geschichte. Also haben wirklich führende Wissenschaftszeitschriften also dann auch begonnen, nicht konforme Arbeiten einfach abzulehnen. Und damit bist du draußen, weil wenn du in irgendeiner Hinterbänkler-Zeitschrift veröffentlichst, interessiert das keinen Menschen. Damit ist er von Haus aus schon disqualifiziert. Und das wird sehr wohl praktiziert. Es wird ganz stark praktiziert und dahinter steckt aber natürlich ein ganz starkes wirtschaftliches Interesse auch. Und da müssen wir anfangen, einfach neu zu denken, wenn sich etwas ändern soll. Es kann nur beginnen in Wahrheit, dass möglichst viele Menschen beginnen, anders zu denken und sich aus dieser Logik, an dieser eben missbräuchlichen Logik, die da verwendet wird, aus der auszuklinken. Ich meine, man kann wirklich heute fast blind schon sagen, wenn es in den Medien steht, dann entspricht es nicht den Tatsachen. Das kann man fast schon generell sagen. Sondern da ist eine ganz bestimmte Interpretation dahinter, die ist schon eingebaut in das Ganze. Und das ist quasi ein Selbstläufer, das muss niemand von oben befehlen, das läuft quasi von selbst. Und, und es ist der Tenor dahinter, eben einfach alles aufs Äußere zu lenken, alles aus äußeren Ursachen abzuleiten und Heilmittel immer nur im Äußeren zu suchen. Und man wird aber kein Heilmittel im Äußeren finden, wenn man es nicht zuerst sozusagen geistig gefunden hat. Das gilt für alles. Das gilt für die politischen Lösungen, das gilt für die Lösungen im Gesundheitsbereich. Wenn da nicht ein geistig ein anderes Denken ist, dann wird's genauso weiterlaufen. Da braucht es keine zentrale Macht, die das steuert, sondern es ist diese Logik, die sich in der Welt verankert hat. Wir sind eben einfach mittendrin in der Zeit, in der Ahriman, dieses arimanische Denken, das ist nämlich genau das strenge Logik, aber völlig ohne Herz, ohne Gemüt. Und ja, im Grunde mit einer starken Unterdrückung des Bewusstseins. Das Bewusstsein wird sehr eingeschränkt oder sehr fokussiert auf was Enges, auf dort ist hell, aber links und rechts davon ist alles dunkel. Und es kann uns helfen, wenn wir ein starkes geistiges Licht entwickeln. Dann ist gerade diese geistige Finsternis, die der Ahriman bringt, das, was uns, ja, wie soll ich sagen, am Schatten, wenn ich nur das Licht habe ich einen Einheitsbrei. Ich brauche den Schatten drinnen. Ich brauche den Schatten dessen drinnen, was vor allem auch alles ungesund ist. Und dem muss es sich messen. Man könnte heute also Geisteswissenschaft also sehr gut auch daran fortführen, dass man zu den Dingen, die heute falsch laufen, die lichte Gegenseite findet. Wir haben nämlich im Grunde alles, was passiert, ist eine Verzerrung der richtigen geistigen Impulse. Das kann der Ahriman sehr gut. Es sind eigentlich verzerrte gute Impulse. Der Ahriman, die ahrimanischen Kräfte haben in Wahrheit gar nicht die Kreativität oder hätten gar nicht die Kreativität, das alles hervorzubringen, sondern sie bringen es hervor als Verzerrung dessen, was eigentlich aus dem Geistigen kommt. Sie können es selber gar nicht schaffen, aber sie können es so verzerren, dass es eigentlich jetzt eine widerstrebende Kraft wird, was eigentlich gut ist. Und wir müssen im Grunde immer nur die Gegenseite suchen zu dem, was da ins Arimanische verzerrt wird. Transhumanismus? Ja, richtig. Der Mensch ist ein Wesen, das immer jeden Tag über sich hinausschreitet. Über das Menschsein, das er heute hat, sollte er morgen schon hinausgewachsen sein. Jeden Tag. Mit jedem Atemzug eigentlich sollte man ein Stück über sich hinauswachsen. Transhumanismus. Der Mensch ist nämlich niemals fertig als
als das Human Being, als das humane Wesen, sondern es geht immer, sollte einen Schritt weitergehen, also immer über die Grenze hinaus. Aber zu glauben, dass das jetzt irgendein arimanisches Zauberwerkzeug mit äußeren Mitteln machen könnte, das ist halt der Irrglaube. Aber wir brauchen es, um daran zu lernen im Grunde. Wir müssen und sollen über uns hinausschreiten. Weil das ist schon das Geniale der Idee des Transhumanismus. Der Mensch muss verbessert werden. Ja, er muss sich selbst verbessern, aber mit geistigen Mitteln im Wesentlichen. Und äh, dass dabei eben auch manche Dinge, die aus dem Transhumanismus an Technik kommen, dass die durchaus auch kommen sollen, will ich gar nicht abstreiten. Eben erstens, um es zu erkennen, aber dass es auch nützlich ist für den Menschen, nützlich sein kann, solange er die geistige Herrschaft hat und nicht umgekehrt sich beherrschen lässt. Und die Gefahren sind mittlerweile sehr, sehr groß. Also es steckt hinter dem, was jetzt lokal erscheint als Ukraine-Krise, ist eine riesige Weltkrise eigentlich dahinter, eine geistige Weltkrise vor allem. Und, und weil der Punkt ist, wenn die Krise auf längere Zeit nicht bewältigt wird, abgesehen davon, dass es dann äußerlich immer problematischer wird, also ich sehe jetzt weniger die Gefahr des großen Weltkrieges. Ich meine, wir haben einen laufenden Weltkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg, der hat nie aufgehört im Grunde. Es ist an allen möglichen Orten der Welt weitergekämpft worden und man hat es wie immer so gemacht, es trifft die sich am wenigsten wehren können im Grunde. Also man ihr kennt ja sicher alle das Wort vom Stellvertreterkrieg, also das heißt, was die großen Machtblöcke wo sie sich duellieren sozusagen, das ist möglichst auf Drittstaatgebieten, die weit weg von ihnen sind. Also in Afrika irgendwo oder im Nahen Osten oder wo, es ist ja voll. Ich meine, genau dasselbe, was jetzt in der Ukraine passiert, passiert ja an vielen Orten der Welt. Das kämpfen im Grunde also die östlichen und die westlichen Machtblöcke gegeneinander und spielen sich dort ihre Sachen aus. Und betrachten es wirklich im Grunde als strategisches Spiel. Es ist wirklich ein großes Mensch, ärgere dich nicht sozusagen, das da passiert. Nicht umsonst hat die Spieltheorie mit der Kriegsführung sehr viel zu tun. Gibt ja so eine mathematische Spieltheorie, wo die Chancen und Risiken bestimmter Verhaltensweisen abgewogen werden und das ist, aber das Spiel in der Realität halt immer darum, letztlich, dass die Widersacher gewinnen, was dabei. Im Grunde, so läuft's. Und, und aber durch diese, wie soll ich sagen, große Gehirnwäsche, die da stattfindet mittlerweile, ist halt die große Gefahr, dass die Menschheit in ihrem geistigen Streben bis auf einen sehr eng gefassten Horizont einfach erlahmt. Und im Moment leben wir in einer ziemlich lahmen Zeit. Weil die alten religiösen Kräfte tragen in Wahrheit nicht mehr und auch dort, wo sie jetzt noch tragen, werden sie in der Zukunft auch nicht mehr tragen. Und die neue Geistigkeit ist nicht sehr weit verbreitet. Also wir haben halt, wir hatten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die große Chance, dass ein großer geistiger Aufbruch da ist. Teil dieser Bewegung war die Anthroposophie. Ich will aber gar nicht sagen, dass es das einzige ist, aber jedenfalls ein sehr bewusster Weg, mit dem neuen Geistigen umzugehen. Aber das ist im Grunde fast totgetreten worden, wenn man ganz ehrlich ist. Und was Gott sei Dank gelungen ist, es im Grunde kleinen Rahmen irgendwo
ja, ich sag zu bewahren, weiterzutragen durch die Zeit, aber es ist bis jetzt nicht gelungen, das zu einem großen Kulturimpuls zu machen. Und das müsste es sein. Und es müsste so sein, äh, dass es wirklich jeder Mensch draußen fassen kann. Es geht nicht darum, ein paar Eingeweihte irgendwo zu haben und ein paar okkulte Zirkel zu haben, die das im Engern pflegen. Das ist eigentlich mittlerweile völlig sinnlos bis schädlich sogar. Es geht darum eigentlich, das, was an bewusster Geistigkeit heute möglich ist, im Grunde jeden Menschen anzubieten, der offen ist dafür. Und auf eine völlig undogmatische Art nur den Menschen den Anstoß zu geben, dass es für jeden in Griffweite liegt. Es liegt nämlich in Griffweite. Die Menschheit ist über die Schwelle gegangen. Sie ist mit dem 20. Jahrhundert über die Schwelle gegangen und jeder hat den Zugang dazu. Und jeder hätte im Prinzip die Möglichkeit, eben auch dieses geisteswissenschaftliche Denken zu entwickeln. Was uns hindert, ist das Alte, was sie fortschleppt und was aber massiv gefördert wird. Also es wird heute eben namentlich an den Bildungsanstalten wird alles dazu getan, im Großen und Ganzen, Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, aber im Großen und Ganzen wird alles getan, um dieses abgestorbene, komplett arimanisierte Verstandesdenken zu konservieren und noch raffinierter zu machen. Im Grunde steckt das hinter den Bildungseinrichtungen. Weltweit. Weltweit. Und, und es geht immer mehr, ja, der Impuls aus, das auch wirklich sehr eng zu beschränken auf alles das, also das heißt Forschung, Wissenschaft, äh, habe sich letztlich zu konzentrieren auf das, was Technik entwickeln kann und damit wirtschaftlich vermarktbar ist. Was ganz verpönt ist mittlerweile, man sagt ja dann auch, wie sagt man, Schmetterlingsfächer oder so ähnlich. Na, alles was, ja, so ähnlich auf jeden Fall. Also diese Wissenschaften, die keinem speziellen wirtschaftlich-technologischen Zweck dienen. Die Geschichtswissenschaft kann ja noch dem dienen, wenn sie die richtigen Geschichtstheorien herausbringt, die letztlich sagen, alles geht darum, Wirtschaft, Technik zu fördern, einseitig das und alles als Blödsinn abzutun, was von irgendeiner geistigen Welt spricht. Und dem haben sie alle Geisteswissenschaften im Grunde, alle jedenfalls auf den Universitäten im Großen und Ganzen verschrieben. Geisteswissenschaft heißt eben nicht Wissenschaft vom Geistigen, sondern da ist es ja der kleine Geist des Menschen, der sagt, gut, was dahinter steckt, sind rein materielle Interessen, rein materielle Triebkräfte und sonst nichts. Auch Kunst dient ja erstens dem Verdienen, von mir aus der Erholung und Entspannung der Menschen irgendwo, aber weiters Tieferes ja nicht dahinter. Also zum Beispiel das, was wir in Europa, in Deutschland hatten, Goethe-Zeit oder was das ein ganz besonderes Zeitalter war, was da an Impulsen innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne im Grunde herausgekommen ist, das ist natürlich im Grunde heute alles Blödsinn, wenn man es ernst nimmt. Und, und daher im Grunde gerade ja im deutschsprachigen Bereich, äh, weil halt da so viele Impulse gerade bei den Klassikern drinnen sind, wenn es auf die Bühne kommt, wird es nach Möglichkeit so demontiert, dass die Geistigkeit, um die es eigentlich geht, draußen ist. Und es wird missbraucht, um jetzt zu kommentieren irgendwelche äußeren Dinge im Grunde. Also es wird im Grunde eine eigene Geschichte daraus gemacht. Noch einmal, ich unterstütze jeden Künstler, der das macht, es muss künstlerische Freiheit herrschen. Aber die Frage ist, wie frei sind sie wirklich selber? Oder wie weit sind sie dieser Doktrin, die verbreitet wird,
auch unterlegen. Das, das ist der Punkt. Also, es ist halt so, wenn man in der Kunst nicht das Geistige sucht, hat man in Wahrheit keine wirkliche Kunst. Das ist das Problem, aber läuft vieles wie der bunte Mischung halt zwischen Luzifer und Aviman, viel Geld dafür und Eitelkeit. Eigene Eitelkeit. Eigener Ruhm, eigener Triumph und so weiter. Das spielt eine ganz große Rolle im Kunstbetrieb. Ich sage natürlich ganz klar, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber es sind wenige. Es sind viel zu wenige. Und äh, ist nicht immer nur Schuld der Menschen. Ich meine, nimm jetzt, ja, wenn du irgendwo in einem großen Haus engagiert bist oder was, dann hast du es relativ leicht. Aber wenn du als Künstler ums tägliche Brot kämpfen musst du halt auch schauen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und, und es wird eigentlich wenig getan, um das zu fördern. Oder wenn nur mit der Auflage wieder einer ganz bestimmten Ideologie zu dienen. Und nur wenn sich das ändern sollte, müsste halt auch sich etwas von dem durchsetzen, was Rudolf Steiner in seiner Idee gebracht hat, der sozialen Dreigliederung. Wir haben heute das große Problem, es gibt die Wirtschaft auf der einen Seite, es gibt die Politik auf der anderen Seite. Und Kultur, Geistesleben als wirklich eigenständiges gibt es im Grunde nicht. Sondern alles, was an Kultur läuft, steht einerseits eben unter dem Zugriff der Wirtschaft oder unter der Lenkung des Staates. Und es müsste vollkommen frei davon sein. Und es müsste eben letztlich aus dem Wirtschaftskreislauf, aus dem Kreislauf des sozialen Systems genug Geld hinüberfließen, dass ein völlig freies und unabhängiges Geistesleben entsteht. Haben wir nicht. Der Begriff ist schon das Wort Geistesleben als, was soll das sein? Im Grunde kennt man das draußen nicht. Ja, aha, ja, da ist einer, der denkt halt viel nach oder sowas. Aber das hat ja alles nichts zu tun. Was Rudolf Steiner mit seiner Idee des freien Geisteslebens meint, ist tatsächlich vor allem eine unabhängige Organisation der ganzen geistigen Tätigkeit. Und dem einen eigenständigen Raum zu geben. Das heißt, Forschung an den Universitäten aus der Individualität des Forschers heraus. In Absprache mit den anderen, dann in Auseinandersetzung mit den anderen. Aber nicht gelenkt durch einen wirtschaftlichen Einfluss, durch einen politischen Einfluss. Gehört vollkommen raus. Die Wirtschaft sollte dankbar sein, wenn sie von dort dann Impulse bekommt. Und sie wird viel mehr Impulse bekommen und sie würde noch viel besser funktionieren, wenn man den Leuten, die Ideen entwickeln, einfach die Freiheit gibt. Ich meine, manche Firmen begreifen das und installieren so eine kleine Blase von halbfreiem Geistesleben, weil sie wissen, sie brauchen einfach kreative Menschen, aber trotzdem ist die Schiene sehr eng, wenn es nicht sie letztlich irgendwann bald wirtschaftlich vermarkten lässt, dann ist die Barriere irgendwo, da ist die Grenze gesetzt. Aber also das heißt, da ist natürlich dieses wirtschaftliche Nutzdenken schon sehr im Vordergrund und setzt halt engere oder breitere Korridore. Aber es müsste ganz frei werden, das Geistesleben. Sich selbst verwalten, einen wirklichen eigenen Verwaltungskörper sich aufbauen, was natürlich wahnsinnig schwer ist, weil Geistesleben liegt an den individuellen Fähigkeiten und jeder hat andere. Die Impulse können oft diametral auseinandergehen und daher ist es im Geistesleben besonders schwierig, da eine gemeinsame Struktur zu finden als Träger dieses Geisteslebens. Das braucht es nämlich. Es reicht eben nicht aus, dass es so und so viel geistig tätige Menschen gibt, sondern das ganze Geistesleben muss organisiert werden. Dann bekommt es erst seine soziale Kraft, seine wirkliche soziale Kraft.
wie soll ich sagen, ungeplanter Weise gab es das zum Beispiel zur Goethe-Zeit. Also Goethe in Weimar, in dem Herzogtum dort, war genau diese Stimmung irgendwo da. Irgendwie selbstverständlich haben wir gesagt, da ist einer, der ist begabt und den lasse ich jetzt machen. Der kriegt da die Zeit dazu zu tun, Ideen zu entwickeln, zu gestalten und so weiter. Aber im Großen braucht es eine Organisation des Geisteslebens. Eine wirklich starke Vertretung des Geisteslebens. Und wir haben das nicht und da gehört so viel hinein. So viel hinein. Da gehört hinein also natürlich das ganze Bildungswesen weiß ich nicht, vom Kindergarten angefangen bis zur Universität, bis zu den Forschungseinrichtungen. Dazu gehört aber das ganze Gesundheitswesen im Grunde, das heute, und das ist nicht erst seit heute, es ist schon längere Zeit so, das ganz stark im Griff der Wirtschaft ist. Man muss denken, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, ist wirtschaftlich gesehen was ganz Optimales, weil Krankheiten gibt's immer. Da ist immer für einen Bedarf gesorgt. Und wenn es schon den Bedarf nicht gibt, dann fällt einem was ein, dass wenigstens auch die Gesunden, die eigentlich nichts brauchen, vielleicht auch noch was abnehmen können. Und das wird ja ununterbrochen propagiert. Ich meine, jetzt rede ich ganz scharf. Ich meine, die ganze Sache Vorsorgeuntersuchungen wird so stark beworben. Ja, frühzeitige Erkennung von drohenden Krankheiten, die kommen. Erkennen dann in der Regel nichts. Nämlich nicht das, was dann wirklich ein Problem macht. Aber sie finden 100.000 Sachen, die zum Problem erklärt werden. Und die werden kuriert, obwohl sie gar nicht zu kurieren sind. Und es werden schrittweise von Jahr zu Jahr im Grunde die Grenzwerte, sei es Blutzucker oder sonstiges, heruntergeschraubt und damit ist gleich wieder ein größeres Käuferpotenzial da, die jetzt vielleicht Blutdrucksenker oder sonstiges brauchen. Hat mit medizinischen Gründen in Wahrheit sehr, sehr wenig zu tun. Studien lassen sich dann immer finden, die das belegen. Das gibt's auch genug Untersuchungen darauf, dass im Grunde die Mehrzahl der Studien im Grunde das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt werden. Und das wird sehr deutlich dort, wo man mehrere Studien miteinander vergleicht, die alle auseinanderliegen. Und im Grunde kannst du das würfeln. Im Grunde kommen dann immer die Ergebnisse heraus, die erwünscht sind. Muss man mal deutlich sagen. Also die haben in Wahrheit keine sehr hohe Signifikanz. Also da ist vieles wirkliche Scharlatanerie am Werk. Und das zieht sich durch die ganze Neuzeit schon durch. Also ihr wisst wahrscheinlich, die ganzen Hexenverbrennungen, die ja hauptsächlich in der Neuzeit stattgefunden haben ganz stark einen Hintergrund, weil es die Ärzte als Konkurrenz angesehen haben, die Heilerinnen einfach, die mit ihren Kräutern gekommen sind oder sonstiges und die haben es gesehen als Bedrohung ihres guten Geschäfts. Und die Kirche ist dann auch gleich aufgesprungen, natürlich drauf, irgendwo auf den Zug. Aber also da läuft vieles schief. Läuft vieles schief. Ich meine, wir haben eine Medizin, die den Menschen heute schon grundsätzlich als behandlungsbedürftig ansieht. Und das sollte eigentlich das Letzte sein. Davor sollten Anstöße kommen, und dass der Organismus sich selbst heilt. In Wahrheit ist jede Heilung Selbstheilung. Und was man tun kann, ist Anstöße dazu zu geben. Dann ist die Medizin gesund. Ich meine, jetzt eine andere Sache ist vielleicht jetzt gewisse Operationen zumindest zu machen, die
weiß ich nicht, wenn Armbrüche oder schwere Verletzungen sind oder sowas. Da ist wirklich die moderne Medizin, hat eine neue, wirklich neue Dimension erreicht. Und das ist an sich was Gutes, solange es nicht missbraucht wird, dazu einfach durch Operationen Geld zu verdienen. Und das passiert heute vielfach. Es werden so viele wirklich völlig unnötige Operationen gemacht, einfach weil es Geld bringt. In Wahrheit, unterm Strich. Muss man auch mal offen aussprechen. Und, und da wieder die Gehirnwäsche, die Menschen reagieren natürlich sofort, wenn sie sagen, na ja, wenn du das nicht magst, ist dein Leben gefährdet und wir können dir helfen. Und da kriegt sowieso jeder gleich das Zipperlein. Also, aber ist schon auch mit unserer Schuld, dass wir einfach zu wenig Vertrauen überhaupt zu unserem eigenen Organismus haben. Sondern bevor nur irgendwie man denkt, vielleicht könnte jetzt kurz einmal ein bisschen leiser treten und schauen, was will denn mein Organismus überhaupt? Weil eigentlich ist es ja immer einmal ein Schrei danach, mach etwas anderes. Mach etwas anders in deinem Leben. Sonst kommen die meisten Sachen nicht. Bis hin zu Unfällen. Ich meine, die passieren auch nicht so zufällig. Ja, abgesehen davon, dass dann karmische, schicksalsmäßige Sachen halt eben auch eine Rolle spielen. Und dass es dann oft auch ein Unfall, gerade ein Schubs sein kann in die richtige Richtung. Wenn du dein Leben nicht von selber änderst, dann wird's halt jetzt erzwungen. Dann gib halt jetzt einmal 6 Monate, 8 Monate, 9 Monate eine Ruhe, bis du da wieder durchkommst und konzentrier dich auf was anderes. Aber das könnten wir ja auch vielleicht selber drauf kommen. Das zählt halt auch zur Geistigkeit dazu, auf solche Dinge selbst drauf zu kommen. Und im Grunde kann jeder Mensch drauf kommen. Also diese Erkenntnisse dazu liegen eigentlich ganz nahe. Ganz nahe. Also wir müssten nur bereit sein, dazu mehr Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen, inklusive eben des Lebens des Organismus. Gerade dafür. Und dazu gehört rein als Gesundheitsquelle zum Beispiel schon auch, in welcher Art denke ich. Dieses Verstandesdenken, das wir heute haben, vor allem dieses herzlose Verstandesdenken, das sich immer mehr breit macht, ist im wahrsten Sinne des Wortes ungesund. Nicht nur aus geistiger Sicht, sondern auch aus körperlicher Sicht ungesund. Im Grunde sind das in relativ purer Gestalt die Todeskräfte, die unseren Organismus irgendwann einmal zum Zerfallen bringen, dass er seine Funktion einstellt. Ich meine, nicht umsonst heißt's also im Paradies, sie haben gegessen vom Baum der Erkenntnis. Und deswegen wird ihnen entzogen der Baum des Lebens. Also deswegen geht der Mensch in die Sterblichkeit hinein. Und wir bemühen uns heute sehr in das hineinzugehen, allerdings mit den heutigen technisch-medizinischen Mitteln auf eine sehr sonderbare Art. Wir zerstören ununterbrochen, gerade auch durch medizinische Behandlungen, Lebenskräfte, aber wir schaffen es mit der arimanischen Hilfe trotzdem sehr lange damit zu leben. Aber jetzt sage ich es einmal mit den Worten Nestroys, wer so handelt, der lebt nicht, sondern der vegetiert. Das heißt, er nützt eigentlich einen Bruchteil der Lebenskräfte, über die er eigentlich verfügen könnte. Und das Leben fließt langsamer. Wir werden älter, nicht deswegen, weil wir heute gesünder sind als die Menschen früher, sondern weil wir in uns das Leben langsamer fließen lassen. Es ist träger geworden. Und wir sind heute Fetischisten. Ja, vielleicht, wenn wir die Auseinandersetzung mit den arimanischen Mächten natürlich auch brauchen. Aber
wir sind Fetischisten dessen, möglichst lang an Lebensjahren leben zu müssen. Und dann sagen wir, ja, wenn ein Leben im 50. Lebensjahr aufhört, das ist ja, was ist denn das? Man müsste ja schon 100 werden oder so. Das ist ja schon fast an der Grenze, sind wir ja schon in manchen Fällen. Und nähern uns immer mehr, wird sicher in der näheren Zukunft Standard werden. Ich meine, so wie heute 80 schon nichts mehr ist, wird es einmal 90 nichts mehr sein und dann ist 100 nichts mehr. Und dann wird man halt irgendwann an die natürliche Grenze kommen. 120, 130 Jahre schätzt man. Das wird der Ariman locker schaffen, dass wir es dorthin bringen. Aber er wird es auf eine Art schaffen, wo halt das Leben immer langsamer fließt dabei. Und das, ja, gibt mehr Gelegenheit, sich mit den arimanischen Kräften auseinanderzusetzen. Das ist eine gewisse Notwendigkeit, die drinnen ist. Aber wir können auch noch ganz was anderes machen. Wir können über unsere Seelentätigkeit, namentlich über unser Denken, neue Lebenskräfte erzeugen. Denn eigentlich hat das Denken als wichtigstes Werkzeug die Ätherkräfte, die Lebenskräfte. Und diese Lebenskräfte werden aber, wenn es zur jetzigen Verstandestätigkeit kommt, werden die alle abgetötet. Und dann kommt es ins Bewusstsein, erst durch dieses Abtöten. Und was aber heute schon im Bereich der Möglichkeiten liegt, ist, sich im Ätherischen, das Ätherische selber als, wie soll ich sagen, Bewusstseinsinstrument zu benutzen. Weil wir haben jetzt unser Denken, das Denken spielt sich zwar also eigentlich an der Schnittstelle zwischen Ätherleib und physischem Leib ab, so wie es jetzt ist, und wir brauchen den physischen Leib, um uns bewusst zu werden des Denkens. Also in dem Moment, wo uns heute ein Gedanke bewusst wird, den wir im normalen Denken fassen, wird er dann bewusst, wenn das Lebendige abgestorben ist am Gehirn und dort einen Zerstörungsvorgang hervorruft am Gehirn. Und letztlich über viele Umwege, aber von da aus stirbt im Laufe der Jahre der ganze Organismus. Ich meine, der Fisch stinkt vom Kopf her. Heißt so schön. Also wir sterben eigentlich vom Kopf ausgehend. Und in der Art, wie wir heute denken, tragen wir dazu bei, aber eben auf diese, ja, fast, ich möchte schon sagen, perverse Weise, dass wir den Tod halt immer mehr in uns integrieren, aber so, dass das Leben immer langsamer fließt. Also wir versuchen uns eigentlich während unseres Lebens immer mehr, ja, wie soll ich sagen, zu konservieren, abzutöten in uns und ja, während des Lebens schon immer mehr zur Mumie zu machen. Ja, ja, das. Ja, es ist richtig. Also wir müssen jetzt über die lichtvolle Seite natürlich auch sprechen. Aber die Botschaft ist ja gerade, dass diese lichtvolle Seite heute für jeden zugänglich ist. Es gibt keine Ausrede mehr, dass es nicht zugänglich wäre. Und es liegt ganz, ganz nahe. Es liegt ganz, ganz nahe und man braucht nicht von was Gott, welchen übersinnlichen Welten schwelgen oder was. Man kann anfangen mit den einfachsten Dingen. Also wir haben ja jetzt auch hier online diese Folge Experimentierfeld lebendiges Denken. Und wir haben über lebendiges Denken noch gar nicht gesprochen. Wir fangen nur an, einfach die einfachsten Sachen, Farbübungen. Nimm dir eine Farbe her, nimm dir irgendein Stückel Karton oder was in einer Farbe her und schau einmal, was erlebst du an dieser Farbe. Jeder Mensch kennt es tagtäglich, schauen wir auf irgendwas und was erlebt man dabei? Relativ nichts. Und das Erstaunliche ist, es kommen 10, 15, 20 Minuten Schilderungen plötzlich heraus, was man an dem alles erleben kann.
Und das ist bereits geistige Tätigkeit. Da wird etwas erlebt, was vorher nicht erlebt wurde. Und das geht eigentlich am Sinnlichen, Übersinnliche hinaus, weil ich muss meine geistigen Kräfte rege machen, meine Seelenkräfte rege machen daran. Auch da wieder wie am Anfang bei den Wochensprüchen, das Äußere und das Innere muss zusammenkommen. Ich kann der äußeren Farbe, die mir entgegenkommt, viel abbringen, wenn ich geistig aktiv drinnen werde. Und das ist aber nicht bloße innere Willkür, ich fantasiere mir irgendwas zusammen, sondern ich enthülle seelische, geistige Aspekte dessen, was mir im Sinnlichen entgegenkommt. Weil in allem Sinnlichen ist auch Seelisches und Geistiges wirksam. Wir brauchen das Geistige nicht suchen in irgendeinem luftleeren Raum irgendwo. Zu glauben, jetzt sinnlichkeitsfrei zu sein, jetzt muss ich alle Augen zumachen und darf die Welt nicht mehr sehen. Ich meine, am besten ist es dort anzufangen, was uns am nächsten liegt. Das Geistige, das Seelische, die Lebenskräfte zu entdecken in dem, was mir sinnlich entgegenkommt. Da habe ich so viele Gelegenheiten. Und wenn ich das alles entdeckt habe, als Endeffekt bin ich mitten im lebendigen Denken drinnen. Weil dann habe ich eine ganze Menge von den geistigen, seelischen, ätherischen Kräften erfahren, die da drin wirken. Und indem ich mir die ins Bewusstsein gehoben habe, habe ich sie in mir bereits erweckt. Da sind sie da. In mir drinnen sind sie tätig. Weil ich muss selber tätig werden. Ich kann nicht anders und das können wir heute. Jeder Mensch kann das. Sich hinsetzen einmal eine ganze Woche mit von mir aus 2 verschiedenen Farben zu verbringen. 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem. Aber dann muss ich innerlich aktiv werden im Schauen. Im sinnlichen Schauen, seelisch, geistig selber aktiv werden, dann begegnet mein Seelisches, mein Geistiges dem Seelischen und Geistigen, das mir von außen entgegenkommt. Und das kann jeder Mensch machen. Ja, da haben wir nicht gleich die Erkenntnisse der höchsten Hierarchien, zumindest nicht bewusst, ist schon klar. Aber da müsste man sich halt dann bescheiden. Also ich denke, der Weg, äh, die Menschen ans Geistige heranzuführen, da müssen wir heute wirklich anfangen, unmittelbar bei dem seelisch-geistigen, das in der sinnlichen Beobachtung zu finden ist. Das ist der Ansatz, der bei Goethe schon so stark da war. Nur können wir es heute noch bewusster machen, in Wahrheit. An dem müssten wir erwachen. Wir haben heute, und das gilt auch für die Anthroposophie, da ist der Schritt wahnsinnig wichtig, weil es nützt uns nichts, uns abgesondert von der sinnlichen Welt, jetzt beschäftigen wir uns nur mit den Engelwesenheiten da oben, von denen wir eigentlich eh nicht genau wissen, wie es ausschaut. Weil so viele Menschen, die wirklich Engel erlebt haben, bewusst erlebt haben, gibt's nämlich gar nicht. Sie reden oft davon, weil sie einmal von einer Engelgestalt geträumt haben. Und dann weiß man nicht, welches Wesen das in Wahrheit war. Die meisten, die uns so schön wie in den Abbildungen erscheinen, sind meistens luziferischer Natur. Die sind die ersten, die da sind. Ich meine, wir haben schon, glaube ich, bei einem der letzten Vorträge darüber gesprochen. Es ist zwar begründet, Engel in Menschengestalt darzustellen, weil irgendwie muss man es halt darstellen, wenn man es in ein Bild äh, übersetzen will, aber man muss sich klar sein, Engel haben keine Menschengestalt. Das Bild ist nur deswegen gerechtfertigt, weil die Engel uns so nahe sind und mit unserer Entwicklung verbunden sind, dass man es eben ausdrückt durch die Menschengestalt, weil sie mit uns so stark verbunden sind. Aber für sich selbst haben sie alles nur keine Menschengestalt. Keiner der Engel hat das. Wie soll er auch? Ich meine, wenn sind es also die bisschen zurückgebliebenen Engelwesenheiten, also das heißt luziferische namentlich, die sich sogar in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung wirklich verkörpert haben auf Erden, also das heißt einen Menschenleib bezogen haben, aber das sind nicht gerade die fortentwickeltsten.
ja, uns Menschen waren sie immer noch überlegen und waren gut, weil sie auch letztlich den Anstoß zur Kultur gebracht haben. Aber die Zeit muss kommen, wo ich Engelwesenheiten ohne dieser Gestalt erleben kann. Man muss wissen, das ist altes Hellsehen letztlich, in dem wurzelt das. Und das alte Hellsehen greift halt zurück sehr stark auf die Erlebnisse, die wir mit unserem Organismus haben können. Und der verleiht dem Bild auch die Menschengestalt. Das ist es. Und damit will ich gar nichts gegen die ganzen Engelabbildungen sagen. Und am liebsten ist mir, wenn sie ja schon in Richtung gegenstandslose Kunst gehen. Das zum Beispiel auch das in der Malerei zu lernen, was die Künstler im Übrigen ja sehr stark im 20. Jahrhundert schon getan haben, aber eine nicht gegenständliche Malerei zu machen, die aber nicht jetzt eine willkürliche Potzerei ist, sondern die Ausdruck von seelisch-geistigen Erlebnissen ist, zumindest seelischen Erlebnissen, weil jede Farbnuance hat eine ganz eigene Seelenstimmung, die damit verbunden ist. Und daher kann ich durch fließende Farbkombinationen, vielleicht auch verbunden mit Formen, aber Formen, die eben jetzt nicht was Gegenständliches ausdrücken, sondern ein Dreieck hat wieder als Form eine ganz bestimmte Kraft, die ist anders als ein Sechseck oder ein Quadrat oder ein Kreis oder eine Ellipse. Da hat die Form auch eine Wirkung. Aber da geht's nicht um die äußere Ellipse, sondern um diese formende Bewegung. Da sind Ätherkräfte drinnen. Gerade im Formenden. Und das muss ich mir aber eigentlich als Bewegung vorstellen. Also das heißt, gut wird's nicht sein, jetzt so ein ganz äußerliches Dreieck drauf zu malen, sondern eine Art dreieckige Bewegung anzudeuten oder eine kreisende Bewegung anzudeuten. Und das mit entsprechenden Farben drinnen. Aber das muss aus einem wirklichen Erlebnis kommen, nicht, naja, ich werde jetzt irgendwie ein bisschen was kombinieren. Wenn ich nicht zuerst ein Erlebnis dabei habe, dann wird das nicht funktionieren. Aber ich kann es üben einmal mit einfachen Dingen. Ich kann es üben. Rote Fläche, quadratische rote Fläche, dreieckige Fläche, gelbe Fläche, wie auch immer. Mit dem kann ich einmal üben, die Kombination Form und, und, und Farbe. Und dann mit dem weitergehen. Mit dem weitergehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt in dem Experimentierfeld lebendiges Denken sind wir dann weitergegangen zur Sprache. Sprache ist die ja, verinnerlichte Gestik im Grunde. Wir gestikulieren im Kleinen. Von mir aus kann man sagen, wir gestikulieren ätherisch in der Sprache. Was wir jetzt so zuerst mit den Händen machen als seelischer Ausdruck. Ist ja übrigens auch etwas, was den Menschen so auszeichnet vor den Tieren und in so was ganz anderem macht. Habt schon irgendein Tier gesehen, das gestikuliert? Ja, die Primaten, die uns nahestehen, machen das bis zu einem gewissen Grad. Aber ein Löwe sagt nicht Hallo mit der Vorderpfote zu einem anderen Löwen. Wird nicht kommen. Ist doch interessant. Dort sind die vorderen Gliedmaßen ganz entweder Werkzeuge oder Trageorgane. Bei uns die höchste Entfaltung eigentlich der Hände ist gar nicht so sehr das Werkzeug machen und das Feine ist, hat schon auch was, aber zuerst einmal der seelische Ausdruck, Gestik, Ausdruck des Seelischen. Das ist früher da als die Sprache. Die Entwicklung geht doch so, dass sich der Mensch aufrichtet. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass er das lernt, aufrecht zu stehen. Als Folge, wenn das funktioniert, dann muss er noch ein bisschen austarieren immer und geht noch ein bisschen breitbeinig. Aber wenn das einmal funktioniert, werden langsam nach und nach die Arme frei zu einer Gestik. Als Ausdruck des Seelischen und sonst nichts. Keinem äußeren Zweck dienend, sondern nur dem seelischen Ausdruck dienend. Und das weiter verinnerlicht geht zur Sprache. Sprache ist eigentlich verinnerlichte Gestik. Es ist immer noch an ein körperliches Instrument gebunden, klar, es spielen die Stimmbänder eine Rolle, es spielt da diese Gliedmaßen eine Rolle, weil eigentlich ist das Unterkiefer namentlich, ist auch eine Gliedmaße in Wahrheit. Das Oberkiefer ist starr, aber
Da sind wir beweglich, den ganzen Gaumen kann ich bewegen, hin und her, da kann ich aufreißen, zumachen. Heute haben wir darüber gesprochen, so viele Menschen können heute gar nicht mehr den Mund so richtig weit aufmachen. Die haben Schwierigkeiten, haben fast sowas wie eine Kiefersperre. Das geht nur ein bisschen irgendwo. Und man sieht es den Menschen an, auch in der Mimik des Gesichtes, Mimik, das Nächste. Gehört auch dazu, die Gestik, ja Sprache einerseits, aber Mimik des Gesichtes auch. Da muss sie etwas vom seelischen Erleben eigentlich ausdrücken drinnen, etwas auch vom Gedankenelement drinnen. Und ein Menschen, der wirklich denken kann, sieht man das irgendwann einmal an, im Gesicht auch. Ist ja eigentlich wunderbar, wie in den Falten, die Menschen halt heute so gar nicht so schätzen, aber lebt doch die ganze seelisch-geistige Entwicklung drinnen. Auch die Prüfungen, die er durchs Schicksal durchgemacht hat, das lebt da drinnen. Also eigentlich wird das Gesicht immer sprechender. Zuerst ist es im Grunde noch ein ganz jungfräuliches Gebilde, im Grunde noch ganz offen für alles, aber da hat sich noch nichts manifestiert, aber im Laufe des Lebens manifestiert sich die Individualität, also namentlich im Gesicht am deutlichsten. Ich meine, in den Veränderungen, die man so am Körper hat, die Runzeln, wird es viel weniger deutlich als da im Gesicht oben. Das ist doch eigentlich ganz was Tolles. Ich meine, wir sind ein Künstler, im Grunde jeder von uns ist ein Künstler, der da in sein Gesicht, in diese Leinwand da eingräbt, seine Individualität. Seine Individualität mit seinem ganzen Schicksal irgendwo. Und was tut man halt? Na, das tun wir irgendwie wegspannen und aufspritzen irgendwo, dass es ja verschwindet. Also ja, Auslöschung der Individualität, der sichtbaren Spuren dieser Individualität. Ewige Jugend sozusagen. Das ist der Traum, das ist auch so ein Traum. Also immer jugendlich zu sein. Im Grunde hat man manchmal den Eindruck, die Menschheit strebt dann noch, also spätestens so bis Pubertät hinein, gut, das soll alles sein, dass man die ganze Emotion da mitnehmen kann, aber dort bleiben wir dann stehen irgendwo. Irgendwo so im Pubertätsalter bleiben wir dann stehen. Auch wenn man dann schon 90 ist oder was, am liebsten immer noch so. Aber das ist der Tod jeder geistigen Entwicklung irgendwo. Also es gehört eigentlich im Grunde der Wunsch und Wille dazu, da auch viel in meinem Gesicht einzuschreiben. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht pflegen darf, irgendwas. Also ich schmier mir auch manchmal das Gesicht, weil ich gemerkt habe, es ist sehr trocken. Aber zu dem zu stehen, in dem lesen zu lernen auch. Weil in jedem Gesicht liegt so viel. Wenn du was über das Schicksal eines anderen Menschen erfahren willst, schau ihm ins Gesicht. Du musst nicht gleich anfangen, ich mache jetzt die Augen zu, meditiere, ob mir geistig irgendwas kommt, aus welcher Inkarnation kommt der und wo kommt er her, wo geht er hin. Ich kann anfangen, sein Gesicht zu lesen. Und das ist ein ganz konkreter Ansatzpunkt. Ich kann lesen in seiner Gestik, Rudolf Steiner beschreibt das so oft, wie ihm ein Hinweis auf die frühere Inkarnationen des Menschen vorhin gekommen ist, aus der Art, wie er seine Hände bewegt. Und das Gehen auch. Also gerade in dem Tätigsein drinnen, da liegt so viel im Gang des Menschen, liegt seine ganze Individualität. Jeder, glaube ich, weiß das, wenn im Stiegenhaus wer raufkommt, man erkennt am Schritt, wer es ist. Wenn man den schon öfter gehört hat. Man muss gar nicht hinschauen, man könnte jetzt gar nicht genau sagen, an was liegt's, aber man erkennt es am Schritt. Nein, das ist jetzt ein Fremder im Haus, den Schritt kennen. Da liegt die ganze Individualität drinnen. Man braucht nur wach werden dafür. Da braucht man sich jetzt nix den Kopf zu bei, was muss ich für Schulungen machen, übersinnlicher Art, dass ich da was erlebe. Fangt's an beim Sinnlichen. Und jeder kann dort anfangen, sinnlich, übersinnlich zu schauen. Das ist der Einstieg heute. Und den Einstieg kann im Grunde jeder finden, den er will. Und wenn er das jetzt gerade besonders beim Menschen findet, dann findet er aber auch das seelisch
Geistige, was in einem Tier wirkt, oder gar was im Wachstum einer Pflanze drinnen liegt. Weil auch alle Pflanzen gestikulieren auf ihre Art. Nur bleibt's halt dort irgendwie stehen. Wenn so ein Baum ist oder was, ist eine ganz bestimmte Geste, die da ist. Die entwickelt sich halt über einen langen Zeitraum, aber ich kann die Spur der Entwicklung noch sehen. Ich muss eigentlich den fertigen Baum erleben können. Ja, wie ist denn das entstanden? Die Zeichnung habe ich ja vor mir. Ich muss es nur seelisch lebendig nachzeichnen, sozusagen, indem ich es in meiner Seele oder von mir aus auch äußerlich zeichne, habe ich eine Chance, mich einzuleben in die Wachstumsbewegung des Baumes. Also ich bin auch in der Dynamik drinnen und damit bin ich schon wieder in den formbildenden Kräften der Pflanze drinnen. Bin ich in den Ätherkräften drinnen. Bin ich in einem lebendigen Denken drinnen. Weil lebendiges Denken ist eben erleben können, bereits bewusst werden in der ätherischen Tätigkeit. Ohne dass ich das physische brauche, ohne dass es schon fix abfotografiert ist. Also stellt euch einen Baum gegenüber, zeichnet ihn, malt ihn, zeichnet ihn. Wurscht wie, wie ungeschickt es ist, auf Wienerisch, wie botschert es ist. Auf das kommt es jetzt nicht an. In dem Fall kommt es jetzt gar nicht so primär auf die ausgefeilte künstlerische Qualität an, sondern einfach, dass ich eine Empfindung für die Wachstumsbewegung kriege. Und welche Färbungen vielleicht auch damit verbunden sind. Weil auch jede Pflanze, auch die Grün und Grün ist nicht dasselbe. Sondern jede hat so seine eigene Schattierung irgendwo, seinen eigenen Glanz oder seine Mattheit der Blätter drinnen und diese Dinge. Je mehr ich das bewusst nachvollziehen kann, indem ich mal wirklich lange Zeit immer wieder es äußerlich beobachtet habe, aber irgendwann es einmal schaffe, auch in der Vorstellung nachzuvollziehen. Und dann halte ich einfach eigentlich nur mehr die geistige Bewegung fest und ich bin ganz im lebendigen Denken drinnen. Das ist jedem von uns möglich. Und wenn uns das gelingt, ansatzweise gelingt, dann, und das mehr und mehr Menschen gelingt, dann ist man um die Welt nicht bang. Und ich bin auch überzeugt, dass das geschehen wird. Wir sind halt jetzt einfach wirklich diesbezüglich in einer Umbruchszeit, wo ein altes Denken in allen Fugen knirscht irgendwo und knirscht deswegen, weil ein neues, altes durch, weil die Ätherkräfte haben wir schon die ganze Zeit, die haben wir schon lang, nur wir haben es verschlafen. Und jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Also einfach indem wir auch diesen, ja, harten Panzer aufbrechen, irgendwo, der uns gefangen hält. Sonst sind wir wirklich auf der Gefahr, schon zu Lebzeiten zu Mumien zu werden. Und das Problem ist nämlich heute nicht, dass kein Geistiges da wäre bei den Menschen, aber es ist eigentlich gar nicht inkarniert, es kommt gar nicht rein, es schwebt so irgendwo um uns, über uns und wir können es nicht mit Bewusstsein fassen. Und im Grunde diese Arimanisierung, diese Mumifizierung des Menschen, macht im Grunde nichts anderes, als dass es das Geistige raustreibt aus dem Körper, in Wahrheit. Und das ist das Paradoxe. Ich meine, dadurch kann unter Umständen sogar, aber das ist nicht die gesündeste Art, auch ein unbewusstes Hellsehen, also ein altes Hellsehen entstehen, weil das Geistige herausgetrieben ist. Aber ich kann auch diese seelisch-geistigen Kräfte selbst in die Hand nehmen. Dann kann ich es im Bewusstsein halten, dann flattert es auch nicht so raus irgendwo, sondern dann wird es wirklich zu einem geistigen Wahrnehmungsorgan, das ich auch wirklich bewusst gebrauchen kann, bewusst sozusagen den geistigen Blick wohin lenken kann, nicht warten kann, jetzt kommt plötzlich die große Offenbarung, die mich überfällt. Alles, was an Offenbarung überfällt, ja
mag alles noch gut sein, ich will das gar nicht verteufeln und es gibt zum Glück noch Menschen, die ja diese alten Kräfte haben, aber trotzdem das Neue ist, dass ich willentlich, bewusst, indem ich geistig aktiv werde, beginne aktiv die geistige Außenwelt zu ergreifen. Wirklich die sinnliche Außenwelt zunächst einmal zu ergreifen. Da das Geistige sozusagen zu erleben. Und Hexerei ist das keine. Und das, aber wir müssen halt weg von den vielfach verbreiteten falschen Vorstellungen, wie man sich das Geistige vorstellt. Man denkt sich halt dann wirklich so, wie es halt in den Bildern ist, da schweben die Engel und die schauen so und so aus und das alles umschwebt mir und für das interessiert man sich wunderbar und merkt aber nicht, dass man eigentlich sinnliche Bilder hinaus projiziert und gar nicht die wirkliche Begegnung hat. Oder dass sie eher, wenn was dahinter steckt, kann ja natürlich auch was dahinter stecken, kann ja eine Engelerfahrung sein, die kommt auf diese alte Weise, kann ja wirklich ein Engel dahinter stecken, aber dann muss ich wissen, er ist verschleiert durch das, was ich erlebe auf diese alte Art. Zeigt sich nicht in seiner wahren Gestalt dann. Aber das liegt an uns, nicht weil er sie verbergen will, sondern ja, bei den Luziferischen, die helfen schon mit, die kleiden sich gleich selber ein, so. Die werfen sich diese Kleider sehr schnell über. Also man kann ziemlich, sage ich wieder, was sehr Radikales ausgehen, wenn einem so als Offenbarung die Engelbegegnung ist und der schaut wirklich so wie ein Mensch mit Flügeln aus, dann ist mit ziemlicher Sicherheit ein luziferisches Wesen, das dahinter steckt. Und, und jeder der wirklichen erhabenen geistigen Wesenheiten hat halt immer ein luziferisches und mindestens ein arimanisches Pendant dazu. Das irgendwie zum Verwechseln ähnlich ist, aber doch halt haarscharf daneben und die zeigen sich dann sehr gern in diesen Bildern. Da muss man verdammt aufpassen. Ich meine, man kann es dann in dieses Bild übersetzen. Man kann sagen, ja komm Luzifer, hilf mir, in so ein schönes Bild zu fassen und ich stelle es jetzt künstlerisch dar. Aber, aber dann muss man wissen, wen man zu Hilfe ruft dabei. Das, das ist halt, sage ich mal, die Botschaft des 21. Jahrhunderts. Dass wir da aufpassen müssen. Wir haben noch zu viele alte und damit immer falscher werdende Vorstellungen vom Geistigen, die ein Mittel waren, etwas über die geistige Welt zu kommunizieren, das aber langsam an Tauglichkeit verliert und eher zu Missverständnissen führt und eher hinführt, eben Widersachermächte zu verwechseln mit den regulären geistigen Wesenheiten. Wenn ich es als Erkenntnismerkmal nehme für luziferische oder arimanische Wesen, okay, dann ist es ja gut, aber dann muss ich wissen, womit ich es zu tun habe. Also gerade die wirklichen höheren Hierarchien, Engel, Erzengel und so weiter, zeigen sich eigentlich in ganz anderer Gestalt. Und die kann ich euch sinnlich nicht zeichnen, in Wahrheit. Und es wird in unserem Jahrhundert wichtig, denke ich, also das ins Erleben langsam einzubeziehen. Ich meine, Rudolf Steiner hat immer deutlich gesagt, Engel kann man in Menschengestalt darstellen. Das ist auch richtig. Aber es wird mit der Zeit immer unrichtiger. Wir sind 100 Jahre später jetzt. Und da ändern sich Dinge. Und sie werden sich noch viel schneller ändern, weil wir jetzt also in so einer Umbruchszeit drinnen sind. Und die ist nur das Merkzeichen dafür, es ändert sich. Die Entwicklung hat ein riesiges Tempo im Moment. Und, und wir werden noch einige Gelegenheiten jetzt bekommen, auf den Zug aufzuspringen, sozusagen, der da jetzt ziemlich rasant unterwegs ist. Und wir sollten dankbar dafür auch sein. Aber
wir haben es auch in der Hand, wenn wir aktiv also diese Chance ergreifen, äh, zu verhindern oder zu lindern, dass das halt nicht einfach so viel Leid erkauft wird, wie es teilweise jetzt der Fall ist. Eben durch die Kriegssituationen, die eben jetzt ganz besonders in der Ukraine sind, die aber auf vielen Orten der Welt sind und zum ganz normalen Standard des Weltgeschehens dazugehören. Ich meine, wir dünken uns hier in Europa halt immer so in einer schon ziemlich friedlichen Welt und wir haben es ja hier auch. Aber, aber es ist erkauft dadurch, dass andere Menschen für uns leiden im Grunde. Dass wir uns diesen Luxus leisten können hier. Und, und wenn die schon dieses Opfer freiwillig oder unfreiwillig bringen, dann sollte man doch wenigstens die Chance ergreifen, die uns geboten wird, uns geistig da weiterzuentwickeln. Und das aktiv anzugehen. Zu sagen, okay, ihr müht euch ab mit dem, was von außen auf euch hereinprasselt, dann wollen wir uns aus freiem Entschluss abmühen, im Geistigen einen Schritt weiterzukommen. Aber es ist ein großes Potenzial im Moment dazu da. Also wie schon lange nicht mehr. Ich meine, ich sage einmal, es ist jetzt die Chance mindestens so groß wie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Da war eine große Chance da und es hat auch mit einem großen Aufbruch begonnen. Anthroposophie ist ein Teil davon, aber auch im Künstlerischen, es ist so viel Neues gekommen, ganz neue Impulse gekommen. Auch in die Naturwissenschaften hinein sind neue Impulse gekommen, gerade um 1900, die geistig auch noch nicht aufgearbeitet sind. Wenn ich nur nehme, die Quantentheorie hat einiges im Hintergrund, was das Weltbild ändert eigentlich, auch das physikalische Weltbild, ist aber bis jetzt noch nicht wirklich durchgedrungen. Ist im Grunde, hat immanent die Widerlegung eines materialistischen Weltbildes, steckt drinnen. Es gibt aus Sicht der Quantentheorie im Grunde Materie nur als Erscheinung. Und nur das hat sich noch nicht herumgesprochen, in Wahrheit. Nicht einmal unter den Physikern, unter allen. Weil viele, wie es halt immer so ist, man ist in seinem Beruf drinnen, man ist mit dem voll ausgelastet und mehr als seine täglichen Aufgaben zu machen, geht nicht. Über den tieferen Hintergrund nur zu sinnieren, das schaffen wenige. Aber gerade im Bereich also der Quantenphysiker waren es verhältnismäßig viele, die, die das erkannt haben. Also da gerade in den Naturwissenschaften ist eine große Chance, weil die sind an vorderster Front in der Begegnung mit dem Geistigen, das in der materiellen Erscheinung drinnen wirkt. Die sind an vorderster Front dort. Und in der Medizin ist es ja schon auch anerkannt. Ja, ja. Ja, aber teilweise halt auch sehr unterschiedlich. Ich meine, es gibt da viel Missbräuchliches. Ich meine, es gibt schon so alles mögliche Quantenmedizin und sonstiges, wo ich mich bei manchen Ansätzen schon frage, wie seriös das wirklich ist. Drauf an, wer es macht. Kommt darauf an, wer es macht. Es kommt ganz darauf an, wie offen derjenige Mensch ist. Ganz klar. Ganz richtig. Ganz richtig. Und ja, also da liegen viele Möglichkeiten vor uns. Also wir liegen vor einem sehr, sehr großen Feld von Möglichkeiten und Chancen jetzt wieder in unseren Tagen. Mehr als bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, also da war es einmal sehr, sehr müde, die ganze Geschichte. Es hat begonnen im Grunde im 21. Jahrhundert einerseits ganz scharf diese Verschärfung der Wirkung der Widersachermächte, ganz klar. 1998 war die dreimal die 666, das ist ein großer Einschlag, da kommt ein großer Impuls der Widersacher. Aber zugleich mit dem
ist die Möglichkeit der geistigen Entwicklung da weiterzukommen, also auch das Fenster immer weiter aufgegangen und jetzt ich sage mal, in den letzten 2 Jahren mit den Umbrüchen, die jetzt an die Oberfläche gekommen sind, die sich ja schon vorbereitet haben in Wahrheit. Ich meine, niemand hat jetzt wissen können, dass das so mit dem Virus genau kommt, wie es gelaufen ist. Niemand hat genau sagen können, dass das mit der Ukraine so kommt, obwohl es im Grunde sehr wahrscheinlich war, weil da hat es ja schon seit 2014 spätestens abgezeichnet mit der Annexion der Krim und so weiter. Und die eigenständigen Republiken, die sind ja damals schon proklamiert worden, nur halt nicht anerkannt worden von irgendwem. Also das ist ja jetzt auch nicht was plötzlich von gestern auf heute passiert ist, sondern das hat schon eine ziemliche Vorlaufzeit auch. Und, und ist halt auch mit der Reaktion auf den Druck, der halt vom Westen immer stärker gekommen ist. Und je stärker der kommt und je weniger da Einsicht war nachzulassen irgendwo, desto mehr ist halt von der anderen Seite der Druck gekommen. Also es gibt eine ganze Menge mit wachen Augen zu durchschauen oder die Notwendigkeit, vieles mit wachen Augen zu durchschauen und eben zu sehen, wo die geistigen Möglichkeiten liegen. Mit dem werden wir uns jetzt weiter beschäftigen. Ich habe heute durch dieses Extempore habe ich das nicht fertig gemacht mit der Theodora, was wir eigentlich angesagt haben, aber ich dachte, es ist notwendig, das jetzt zu sagen. Und es wird beim nächsten Mal möglich sein, die Geschichte mit der Theodora relativ kurz abzuhandeln und dann gleich eben aus dem heraus, und das eignet sich auch sehr dazu, eben wirklich dann, ja, den Abgrund auch anzuschauen, der vor uns liegt. Also diese wirklich ja, dunkelste Passage in der Apokalypse, die aber für uns zu einer ganz lichten werden kann. Nicht, weil da geht es nämlich dann wirklich darum, dass geistige Kräfte eben nicht nur durch die Widersacher benutzt werden, sondern dass sie wirklich diesem Reich der soratischen Wesenheiten zugeführt werden und dort endgültig verloren gehen. Jetzt noch nicht, aber die auf dem besten Weg sind, dann dort endgültig verloren zu gehen. Und das ist die wirkliche große Gefahr, weil da gibt's keine Sicherheit, dass das gut ausgeht. Im Grunde. Also mit den regulären Widersachern ist von Haus aus drinnen die sehr gute Möglichkeit, dass das gut ausgeht und dass es auch böse ausgehen kann und dass die ganze Entwicklung scheitern kann, liegt an diesen, ja, Querschlägern jener Wesenheiten, die hinter Sorat stehen, die uns zu Sorat machen wollen. Da haben wir ja schon öfters gesagt, Sorat ist eigentlich eine Abkürzung für die Wesensglieder des Menschen, die verdorben werden durch diese Wesenheiten, die da dahinter stehen. Also Sorat ist eigentlich der von diesen Wesenheiten verdorbene Mensch. Und gegen den gibt es also keine Gegenmacht als die Kraft des menschlichen Ichs in Verbindung mit dem Christus. Und über diese Kraft verfügen wir aber. Und damit können wir diese Wesenheiten, wenn wir es wollen, wenn wir es wirklich wollen, jederzeit in die Flucht schlagen. Wir können sie nicht besiegen, müssen sie auch nicht besiegen, aber wir können sie dorthin verweisen, wo sie hinkehren, in ihren eigenen Entwicklungsweg, der ein ganz anderer ist als der des Menschen. Und unsere Aufgabe erreicht nicht bis dorthin, jetzt für diese Wesenheiten zu sorgen, weil wir es einfach nicht können. Aber was wir können, ist sie aus unserer Entwicklung, in die sie nicht hineingehören, hinauszudrängen und sie sozusagen ihren Entwicklungsweg gehen zu lassen. Der für sich ja vielleicht gar nicht schlecht ist, mag ja sein, weiß ich nicht. Ich kann dort nicht reinschauen, aber ich wage jetzt ganz leise zu behaupten, dass sie sich nichts Gutes tun, wenn sie versuchen, sich unsere Kräfte einzuverleiben.
dass sie damit ihren Weg auch nicht in der richtigen Weise gehen und dass sie einer Illusion verfallen, wenn sie die Früchte, die unsere Geistesentwicklung bringen kann, in ihr Reich hinüberziehen. Sie werden dort nicht den Erfolg bringen, den sie sich erhoffen. Weil es ist ein so gegensätzliches Prinzip, es sind ja einfach so alte Kräfte in gewisser Weise. Alt jedenfalls in dem Sinn, dass diese Neuerung, die mit der Menschheitsentwicklung, mit unserer Menschheitsentwicklung und mit dem menschlichen Ich begonnen hat, dieser Weg zur Freiheit, dass der Weg mit dem nicht kompatibel ist. Und die Früchte dieser Freiheit haben zu wollen und trotzdem dieses zentral gelenkte System zu erhalten, das ist ein Spagat, der nicht möglich ist. In Wahrheit. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und es ist interessant zu sehen, dass halt auch so hohe Wesenheiten, weil diese Wesenheiten, die hinter dem stehen, was uns zu Sorat machen könnte, ja eine sehr hohe Geistigkeit haben und trotzdem sind sie blind für das. Das ist ganz interessant. Sie sind blind für das Prinzip der Freiheit. In Wahrheit sind sie blind, nämlich was es im eigentlichen Sinn bedeutet. Und also vielleicht können wir indirekt, indem wir sie von uns trennen, sogar vor Schaden bewahren. Damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Das nächste Mal also dann wirklich die Geschichte mit Theodora zu Ende und dann stürzen wir uns mutig in den Abgrund und fangen das Dunkel dieses Abgrunds an, mit unserem Licht zu erhellen. Und das ist nicht nur eine Beleuchtung sozusagen, das ist eine Verwandlung bereits. Also dieses Reich anzusehen, mutig anzusehen, ist bereits der Beginn der Verwandlung dieses Reiches. Und das ist das eigentliche Ziel der Apokalypse. Also Ziel. Das ist die Richtung, in die es geht. Ein fertiges Ziel gibt es im Grunde nicht, weil sonst gäbe es ja die Freiheit nicht. Aber es ist eine gewisse Richtung ist da. Und das dann das nächste Mal. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und möchte euch noch einmal zum Abschluss erinnern, eben, oder euch ans Herz legen, dieses Interview mit Gerald Hefner, das im Goetheanum erschienen ist, also in der Zeitschrift Das Goetheanum, aber es gibt auch dazu das auf Video auf YouTube. Das 2 oder ist das 1, von dem du sprichst? Ich glaube, es gibt mittlerweile 2. Es gibt schon ein zweites vielleicht dazu, ja. Deswegen musst du genau sagen, welches du jetzt meinst. Wie es heißt jetzt genau. Am besten er wählt an, wenn es interessiert, dasgoetheanum.com, dann findet man mal jedenfalls jetzt die Videoaufzeichnung davon. Und Text gibt's dort aber nur einen kurzen Text, der ist aber nicht der vom Video. Ich glaube, es gibt eben schon 2 Videos. Mhm. Einfach weiter anschauen. Ja, sucht's dort. Ja. Sucht's dort. Also das, was ich gesehen habe, finde ich sehr gut und wirklich empfehlenswert. Also ganz konkret, was jetzt diese Lage mit der Ukraine betrifft. Wir haben ja da jetzt das ein bisschen ausgeweitet noch. Wir schauen sehr oberflächlich auf diesen Konflikt. Ja, aber es ist einmal ein Grundding. Ich meine, dafür dauert es auch jetzt, glaube ich, nur 14 Minuten oder so, also eine knappe Viertelstunde. Aber ist trotzdem, also ist empfehlenswert, nicht trotzdem, sondern ist empfehlenswert. Also sehr prägnant einmal. Nämlich zu durchschauen, vor allem, was so wichtig ist, zu durchschauen, die Medienpropaganda, die da ist und die so selbstverständlich läuft und ein ganz einseitiges Bild zeichnet. Und wo schon wieder in die Richtung läuft, wenn einer irgendwas anderes sagt, dann ist er sofort ausgeschlossen. Wenn du irgendwas nicht zustimmst und irgendwo noch eine andere Seite ins Spiel bringst, schauen wir doch die andere Seite auch an, na, geht nicht. Ist ein No-Go. Und du bist eigentlich sofort desavouiert dadurch. Und
dann ist einmal gut, beide Seiten zu sehen. Und das kommt dort, ist es doch recht ausgewogen einmal, dass der Blick auf beide Seiten geworfen wird, ohne irgendwas beschönigen zu wollen. Das muss man deswegen gar nicht. Aber man muss einfach beide Seiten sehen. Und man muss auch das Dunkle auf der anderen Seite sehen. Also es ist nicht schwarz-weiß, sondern das Ganze ist ein Meer von Grautönen. Und letztlich wirkt beides zusammen, dass wieder mal die Spiritualität, die in Europa sich entwickeln sollte, einfach Widerstand bekommt, um daran zu reifen. Danke. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ich danke es für dabei sein. Und Eine gute Nacht. Schlaft gut. Vielen Dank für Ganz euren herzlichen Dank. Und es ist viel Grund, Hoffnung zu haben, so wie es im Wochenspruch drinnen war. Des inneren Hoffnungsstrahlen. Auch wenn alles so grimmig ausschaut, aber es ist höchst berechtigt, sich auch an diese Hoffnungsstrahlen zu halten. Es Also ist das war ganz so wichtig. dass du uns das jetzt erzählst. Ja, naja, ich erinnere mich mal dran. Astrologisch ist es auf jeden Fall auch da. Ja, ja. Sonne im Fisch, Jupiter und was ist noch? Jupiter und das kann man gewusst. Nein, aber Wolfgang, Oder vielen Dank. Neptun. Das war so, wir sind da richtig in diese Bewegung hineingekommen, die wir jetzt brauchen. In Gerne, Mitteleuropa. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. gerne. Und Gut, bevor wir Glauben, weiter das, ne? diskutieren, Ja. verabschiede ich mich mal von euch, Gute Nacht. Das wollte ich noch für alle sagen. von, auch von den Teilnehmern im Livestream, den ich jetzt beende. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, gute Nacht. Gute Da, Nacht. da bin ich draußen Stream beendet und jetzt geht auch.